Variomobil, da sind wir heute fast den ganzen Tag und es lohnt sich, diese Fahrzeuge anzusehen, denn jedes Stück ist ein Unikat. Ja, hier ist Heiko. Ich grüße dich, Heiko. Ja, hi Sven, hallo. Patricia. Wir haben jetzt schon so viele von Variomobil angeschaut. Das ist ein Haus auf Rädern, ja. An was kannst du dich noch erinnern beim letzten? Es war einfach riesig. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ist der hier? Ja, der ist 10,50 Meter lang und heißt somit Vario Perfect 1050. Und der andere war, glaube ich, 12, richtig? Genau, das war ein Vario Perfect 1200 und somit 12 Meter lang. Ja, man kann auch gleich mal den Unterschied sehen. Wir können uns mal daneben stellen. Auch dieses Fahrzeug hat einen Slide-Out, aber nicht irgendeinen, sondern das ist Hightech. Da ist nichts zu sehen. Das wird aufgeblasen, dicht gemacht. Das heißt, der ist praktisch wie im Innenraum von der Wärmeisolierung. Ja, genau. Das ist eben der Trick, dass man diese hohe Qualität, die wir ansonsten am Fahrzeug haben, auch im Slide-Out-Bereich weiter durchziehen können. Und das geht eben nur mit so einer Luftdichtung, muss man sich vorstellen, wie so ein Fahrradschlauch, der rundherum von diesem Slide-Out geht. Darum eben auch diese runden Ecken und keine scharfen Ecken. Hier läuft eben diese Dichtung rundherum im Inneren. Und wenn wir da Druck drauf geben, dann dichtet er eben absolut ab. Okay, das heißt also, wenn er reingefahren wird, wird die Luftdichtung abgeblasen, richtig? Genau, wir ziehen Vakuum, sodass die Dichtung flach wird, sodass wir den Slide-Out einfahren können. Und wenn er wieder eingefahren ist, dann geben wir wieder Druck drauf und blasen somit die Dichtung auf. Und die muss dann abdichten, das geht nicht anders. Ja, wir schauen uns mal die Frontmaske an. Das hier ist Basis, ist wahrscheinlich Actros? Genau, das ist hier auch ein Actros, Mercedes-Benz Actros, in diesem Fall mit 460 PS, 10,7 Liter Hubraum. Wunderschöne Autos. Wir sehen hier die gleiche Front wie beim Vario Perfect 1200, allerdings mit dem Unterschied, dass wir hier eine silberne Haube haben. Und somit kriege ich eine ganz andere Ansicht. Also wenn der Kunde sagt, ich möchte eine schwarze Haube haben, wie beim 1200er, dann sieht es vielleicht noch ein bisschen markanter aus, vielleicht noch ein bisschen maskuliner. Und hier mit der silbernen Front, ja, vielleicht ein bisschen zurückhaltender, aber auch super, super interessant und super schick, finde ich. Ja, man könnte es ja auch nachträglich folieren. Das ist möglich, um die Optik jetzt nochmal zu verändern. Aber ich sag mal, ihr müsst ja auch beratend tätig sein. Also wenn es außen kommt, das Fahrzeug wird angeliefert und der Kunde sagt, ich möchte es gern zum Beispiel etwas auffälliger haben, das würde auch gehen. Ja klar, also wir setzen die Kundenwünsche zu 100% um. Wenn der Kunde sagt, es soll sehr viel auffälliger werden, dann wird es auffälliger. Folieren, ja, man kann es aber auch eben lackieren. Wir lackieren ja die Fahrzeuge komplett selber und somit wäre es kein Problem, auch so eine Haube eben im Schwarz zu lackieren und da eine ganz andere Optik reinzukriegen. Ja, ihr macht das alles selber. Die, ich sag mal, ganz großen neuen automotiven Trends sind ja Kanten. Und das ist gar nicht so einfach. Ich sag mal, beim Reisemobil an der Seite, da ist eine flache Wand, da ist mit Kanten ja nicht so viel. Aber vorne, da könnte ein klein wenig kantiger werden. Ja, wobei auch wir in der Karosse, auch in der Seitenwand mittlerweile kantiger geworden sind. Warum? Weil wir bei dieser Perfect Generation 4, die Seitenwand gerade durchgezogen haben. Bei der Generation davor haben wir die Seitenwände eingeknickt. Ja, dadurch war der optisch ein bisschen gerundeter. Diese Seitenwand, wie wir die jetzt hier sehen, macht das Auto ein bisschen kantiger, so wie es halt heute gewünscht ist. Außerdem haben wir eine Veränderung vorgenommen im Bereich der Front, dass wir die Windschutzscheibe heute einkleben. Du siehst, wie schön das hier sauber integriert ist. Ja. Das ist einfach eine total klasse Arbeit und durch die eingeklebte Frontscheibe mache ich die Karosserie noch mal steifer, als sie ohnehin schon ist. Und kriegt dadurch noch ein schlichteres Design, nicht mit so einer aufgesetzten Gummidichtung, sondern schön schlicht und recht zurückhaltend dezent. Ja, ihr setzt auf den Lichthersteller NCC
Ja, also ich frage mal gerade. Das ist die Firma Nolden. Nolden, okay. Richtig. Falls es mal jemand interessiert. Wie ist denn das, wenn man sich jetzt, ich meine, es gibt ja unglaublich viele Hersteller von zum Beispiel Lichtsystemen. Jetzt hat ja Nolden euch eine eigene DNA quasi verpasst mit dieser Optik. Ja, sie uns verpasst oder wir uns selber verpasst, weil letztendlich wählen wir die Scheinwerfer aus und wollen natürlich auf die neueste Technologie gehen und eben auch auf eine vernünftige Optik. Und ich finde, das ist recht gut gelungen, weil wir hier eben auch schön eckige Scheinwerfer haben. Nicht das typische so runde Scheinwerfer, sondern eckige Scheinwerfer. Und das kombiniert mit unserer Front und diese schwarz abgesetzten Scheinwerferbereiche, finde ich, macht sich ganz gut. Assistenzsysteme, BirdView, der neue Actros macht es möglich. Jetzt sind die Vorgaben natürlich im Lkw-Bereich, im professionellen Bereich einfacher. Da ist vieles Pflicht, was auch Sinn macht. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn ein Auto vor mir steht, ganz plötzlich wird gebremst. Ja, genau. Das ist also eine sehr schöne Geschichte und ich finde es toll, dass es Pflicht geworden ist, weil allein dieser Notbremsassistent wird sehr, sehr viele Unfälle verhindern und das ist einfach toll und das übernehmen wir natürlich auch im Wohnmobilbereich. Ob das automotive Fahren ist, also dieses teilautonome Fahren, was wir heute können. Das heißt, der Fahrer kann im Prinzip mehrere Sekunden das Lenkrad schon loslassen und der Actros übernimmt das Fahren. Und das wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren dann so weit gehen, dass er hoffentlich irgendwann mal komplett autonom fahren kann. Dazu brauchen wir natürlich dann die Kamerasysteme. Hier sehen wir noch die herkömmlichen Spiegel. Aber auch da geht es eben weiter, dass wir da demnächst auf die Kamerasysteme gehen können. Ja, und so kommen wir immer weiter mit der Digitalisierung und dem autonomen Fahren. Ja, da vorne habt ihr ein Fahrzeug, da sind schon die neuen Spiegel verbaut. Das können wir uns gleich mal anschauen, ganz kurz. Denn das Ganze geht jetzt mittlerweile auch mit Kameras. Das ist zugelassen. Das hat relativ lange gedauert. Die Technik war schon früher da. Aber da es sich bei einem Spiegel um ein Sicherheitselement handelt im Fahrzeug, war die Zulassung gar nicht so einfach. Ich kann mich noch daran erinnern, da war LED als Hauptscheinwerfer nicht zugelassen. Richtig. Das hat auch sehr lange gedauert. Ja, genau. Die Technik geht einfach weiter und da musste man einfach erkennen, dass so eine LED-Lichttechnik zum Beispiel einfach super ergiebig ist und also ersetzt Xenon heute total. Ja, hier vorne sieht man es. Das ist High-End pur. Und das sind Rückspiegel ohne Rückspiegel. Das heißt, ich habe natürlich noch die Einparkspiegel jetzt mit hier drin, aber das hat Mercedes-Benz jetzt in den neuen. Ich sehe es immer mehr auf der Autobahn. Da sieht man mal, wie viele neue Fahrzeuge es gibt. Ich habe immer noch hier vorne die Rangierspiegel, die habe ich noch mit dabei. Die könnte man zur Not auch noch ersetzen. Da gibt es vorne auch noch Kameras. Ja, aber das ist genau eben das Problem, warum ich dieses Kamerasystem noch nicht übersetzen kann auf ein integriertes Auto. Ja? Ich brauche immer noch den Bugbeobachtungsspiegel und diesen Rampenspiegel eben, um zu sagen, ich erfülle die Kategorien, die gefordert sind. Das wird weitergehen und das wird in den nächsten Monaten so sein, dass die auch durch Kameras ersetzt werden und dann können wir das auch auf integrierte Autos übernehmen und dann läuft's. Das fertig zu machen. Ja, auch das Fahrzeug können wir vorstellen. Das ist was für ein Fahrzeug, falls es jemand interessiert und der nachschauen möchte bei unseren Videos? Also das ist jetzt ein Alkoven-Fahrzeug. Man sieht hier die originale Mercedes-Front, Mercedes Actros 1846. Und den haben wir eben nicht in integrierter Bauweise, sondern eben in Alkoven-Bauweise. Das heißt, ich habe über dem Original-Fahrerhaus ein zusätzliches Bett und eben im hinteren Bereich über der Pkw-Garage das weitere Bett. Das ist jetzt hier ein Vario Alkoven 1050. Das heißt auch Vario Alkoven 1050 und bereits gedreht haben wir dieses Modell hier. Das ist auch ein Alkoven, kann man nachschauen, der Name? Richtig, das ist auch ein Alkoven, ein etwas kürzeres Auto. In diesem Fall ist es ein Vario Alkoven 900, heißt 9 Meter lang. Genau, auch da haben wir ein Video erstellt. Also wir wollten nur mal kurz die Kameras zeigen. Etwas mehr Details werden wir in einem anderen Video geben. Ja, Vario Mobil, ihr macht das Ganze nicht erst seit gestern. Richtig, wir sind jetzt seit knapp 40 Jahren am Markt und wir haben immer schon mit großen Autos gebaut. Vom ersten Tag an und kennen uns einfach mit dieser Bauweise dieser großen, schweren Autos aus. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach,
weil ich sag mal, da muss ich mich rantasten und Stück für Stück erfahren, wie es richtig gemacht wird. Und wie gesagt, wir machen seit 40 Jahren und haben mittlerweile mehrere Fahrzeuge gebaut. Heißt, wir bauen so 15 bis 20 Fahrzeuge pro Jahr. Oh ja, das ist schon relativ viel. Also ich sag mal so kleine Manufakturen, die machen so 3, 4, 5 im Jahr. Ihr baut wirklich schon viele. Ihr habt viel Erfahrung mit Grundrissen. Das heißt, ihr könnt Kunden schon Beispiele vorschlagen, die ihr schon erfolgreich gebaut habt? Ja, genau. Die Kunden kommen sehr oft schon mit einer Idee zu uns. Und außerdem haben wir natürlich verschiedene Ideen, wie sowas aussehen könnte. Und zusammen erarbeitet man dann so den Grundriss, den der Kunde möchte. Das heißt, wir setzen 1:1 den Grundriss um. Ob die Küche etwas größer wird, dafür die Couch etwas kleiner, ob das Fahrzeug 2 cm länger wird oder kürzer, was auch immer. Wir setzen es zu 100% um. Ja, schön gelungen ist hier so die Andeutung der Auspuffanlage, die nicht mehr da ist. Das kennt man, ich sag mal, bei reinrassigen Sportwagen. Die Optik des Hecks ganz anders. Also die ist als das, was man so gewohnt ist, sehr, sehr schlicht und zurückhaltend. Ich kann mir vorstellen, dass der auf der Autobahn eine gute Figur macht. Ja, das ist eben genau diese Linie, die wir, ich sag mal, auch im Innenraum verfolgen. Wir wollen einen gewissen Schick haben, aber wir wollen nicht so aufdringlich wirken. Hier ist es, wie du sagst, recht schlicht und kantig, aber ich finde es super schick. Und das ist im Moment auch so der Trend, wo das so hingeht. Ja, halt eine recht kantige Bauweise. Und eben dann mit so Auspuffblenden nochmal angedeutet. Na klar, qualmst da nicht raus, weil den Auspuff kriegen wir hier wirklich nicht nach hinten. Ja, es gibt unglaublich viele Dinge, die ihr hier im Unterboden montiert habt. Da ist zum Beispiel hier ein Lichtsystem, das ich auch schön hell habe, wenn ich zum Beispiel rückwärts fahre. Ja genau, wir haben hier auf der Seite die LEDs eingelassen. Das heißt, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, wird meine Seite hier schön ausgeleuchtet. Hier im hinteren Bereich und im vorderen Bereich gibt es die halt nochmal vor der Vorderachse. Stark, oder? Es ist wirklich hell, oder? Nein, das ist einfach super, weil wenn du hier auf der Seite einen Baum oder einen Poller stehen hast und es dunkel ist, dann siehst du den einfach nicht. Und selbst über Birdview nicht, muss man sagen, wo natürlich kein Licht ist, kann ich nicht sehen. Ja genau, das ist dann auch schon schwierig und deswegen brauche ich hier Licht, um dann vielleicht einen Schaden zu vermeiden. Da kommen wir nochmal auf die Schönheit der Außenhaut zu sprechen. Die Außenhaut ist aus GFK? Ja, die Außenhaut ist aus GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff. Und wie man sieht, der Fernseher spiegelt sich gerade drin und der ist nicht verzerrt. Wie habt ihr es hinbekommen, dass es so glatt ist? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also A, muss ich das richtige GFK auswählen. B, muss ich die Lackvorbereitung dementsprechend treffen. Das heißt, ich muss die dementsprechende Grundierung haben, ich muss mehrfach schleifen, damit ich nachher am Ende diese Lackierung, diese Oberfläche so hinbekomme. Und ich sag mal, das machen wir bei uns im Haus komplett selber. Und ob es dann eine Zweischichtlackierung ist wie hier, das Silber Metallic, das heißt, ich habe eine Basislackierung in Silber und dann eben ein Klarlack als Finish. Ja, und dadurch kriege ich eine recht schöne Oberfläche hin. Mhm. Die Spaltmaße sind ja schon fast eine Frechheit. Also die sind von oben bis unten so gleich. So, die Tür ist jetzt zu. Und wenn du die Klappe richtig zumachst, wenn die Klappe richtig zumachst, genau. Die war nämlich offen. Ich zeige es mal gerade anhand von der Klappe. Also nur mal, dass man das Spaltmaß mal sieht. Man wird auch gleich mal sehen, die Klappe selber ist unten leicht angeschrägt, nehmen wir an, wegen dem Winkel der Böschung. Das hat mit dem Böschungswinkel zu tun, genau, und sieht halt nicht so plump aus, als wenn ich die Schürze jetzt so durchziehe. Ja? Wir wollen ja hinten auf die Höhe kommen der Stoßstange. Wir haben hinten ein komplett durchgehendes Heckprofil, was auch den Unterfahrschutz bildet. Ja? Ich zeige das mal gerade. Okay, das kenne ich jetzt von meinem Wohnmobil. Da habe ich zweimal, wenn ich jetzt auf der Fähre zum Beispiel bin und dann aufsetze, da ist das nicht so schlimm. Ja, der Vorteil ist hier, dass wir ein vollluftgefedertes Fahrzeug haben. Das heißt, im Falle des Fährverkehrs ist es so, dass ich sagen kann, Vorderachse absenken, Hinterachse anheben und habe dann hier natürlich eine ganz andere Höhe. Das Fahrzeug ist jetzt auch nicht in Fahrstellung, sondern ich habe das Fahrzeug jetzt im abgesenkten Bereich. Ne? Ist das so, dass man das von der Luftfederung zunächst absenkt, bevor man die Hubstützen einsetzt? Genau, so macht man es in der Regel, dass man das Fahrzeug in der Luftfederung absenkt, dann die Stützen
zum Ausnivellieren nimmt, um einfach nicht noch höher zu kommen, um den Einstieg recht flach zu haben. Genau, damit die nicht gegeneinander arbeiten, glaube ich. Ja, das ist dann so. Liebe Gäste, aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auf dem gesamten Messegelände die offiziellen Abstands- und Hygieneregeln gelten. So, das ist die Hygienedurchsage. Du kennst sie auswendig mittlerweile? Ja, kenn ich schon ganz gut und wenn man im Gespräch ist, nicht ganz so glücklich, aber ich finde es gut, es muss sein und glücklicherweise halten sich wirklich alle Besucher super an die Vorschriften und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. So ist es, ja. Es gibt unglaublich viele Klappen. Vielleicht der Preis, der Preis von dem Fahrzeug, wo liege ich hier ungefähr? So wie es hier steht? Also das Fahrzeug, das liegt bei etwas über 1 Million. Durch diese Gesamtausstattung, die wir hier haben, durch das große Fahrgestell, kommen wir in den Bereich. Selbstverständlich kann ich auch ein Vario Perfect 1050 auf einem Atego-Fahrgestell bauen, Mercedes Atego oder auch auf einem MAN-Fahrgestell. Dann sieht der Grundpreis anders aus und dann sieht auch der Endpreis etwas anders aus. Aber hier wollte der Kunde das große Fahrgestell haben und eben die viele Ausstattung. Naja, und dann kommt man dahin. Das ging jetzt auch auf Atego. Das ist, glaube ich, das Nahverkehrsfahrzeug. Das hier ist, glaube ich, das Fernverkehrsfahrzeug, was gewählt wurde. Das würde auch gehen. Das heißt, die Traglast wäre etwas weniger, oder? Das ist eben genau das, was man gucken muss. Und wenn der Kunde die dementsprechende Auswahl trifft mit Feinsteinzeug im Innenraum und im ganzen Bodenbereich, dann kommt da einfach Gewicht mit. Ach, das Fahrzeug ist natürlich schwerer, ja. Und wird dadurch schwerer und das muss man eben beachten. Das ist das, was man Beratung nennt, wo man den Kunden richtig hinweisen muss und sagen muss, was wollen wir haben. Und dadurch ergibt sich nachher die Tonnage und dadurch ergibt sich dann das Fahrgestell. Man will ja auch vorher wissen, ungefähr, was das Fahrzeug wiegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Morelo gehe, die wissen das natürlich, da hat jedes Kreuzchen sein Gewicht. Wenn ich aber das individuell berechne, Feinsteinzeug, wie geht ihr damit um? Ihr müsst ja ziemlich genau wissen, was es wiegt danach. Also auch das ist bei uns so, dass wir zu 100% wissen, was das Fahrzeug am Ende wiegt. Auch vorher? Natürlich auch vorher. Mit Kleber, mit allen nur und dran? Ja, selbstverständlich. Das ist eben die Erfahrung, die wir seit 40 Jahren haben. Wir haben die Komponenten alle schon verbaut und wissen einfach aus Recherchen, aus Hochrechnungen, wenn ich jetzt sage, okay, das Fahrzeug war nicht so groß, hat einen kleineren Fußbodenbereich gehabt, kann ich das hochrechnen und sagen, okay, dann wird es hier so und so viel Kilo mehr wiegen. Das rechnen wir 1:1 aus und unsere theoretischen Berechnungen, Gewichtsberechnungen im Vorfeld sind sehr, sehr genau. Wir stellen immer wieder fest, wenn die Fahrzeuge nachher gewogen werden, dass das sehr gut passt. Ja, schon, ja. Das ist ja mal ein Rad. Das ist jetzt kein Stahlrad, oder doch? Das ist eine Alcoa Aluminiumfelge. Die ist halt so unglaublich groß. Ja, 22,5 Zoll. Schön tief geschüsselt, ja, sieht einfach toll aus. Und eben im Durchmesser 22,5 Zoll. Das ist eine Alufelge? Das ist eine Alufelge, ja. Genau, ich nehme an, die Traglast. Alu trägt etwas mehr als Stahl? Ja, nee, das kann man jetzt so nicht sagen, aber es kommt eben auf die Konstruktion des Rades an. Aber das ist jetzt hier bei diesem Fahrzeug nicht so interessant. Wo kommt so eine Alufelge her? Aus der Idee, dass man sagt, ich will Gewicht sparen. Ja? Das heißt, ein Spediteur, der eigentlich mit so einem Fahrzeug dann Waren transportiert, achtet auf jedes Kilo, damit er mehr Zuladung hat. Und ich spare bei so Alufelgen nachher, je nachdem, was man macht, 60, 70, 80, 100 Kilo. Und das kann für einen Spediteur schon interessant sein. Keine Kompromisse bei Hufstützen. Ihr habt die stark überdimensioniert. In Deutschland wird ja sowieso alles überdimensioniert, aber bei den Hufstützen habt ihr gar keine Kompromisse gemacht. Nee, das ist so, weil man auch nie so ganz genau weiß, wie die Belastung da nachher am Ende ist. Muss man schon sagen, dass man das fast eigentlich nicht überdimensionieren kann. Und wir haben bisher noch keine krummen Stützen gehabt und das ist auch gut so. Ja, wir machen am besten mal hier ein Fach auf, denn auch innen, ich weiß nicht, was sich darunter verbirgt, da du die Fahrzeuge aber selbst designst und gestaltest. Du selbst hast Fahrzeugbau studiert? Richtig, ich habe Maschinenbau studiert, Fachrichtung Fahrzeugtechnik und so habe ich halt die Möglichkeit, nicht nur das Design zu machen, die Optik zu machen, sondern ich weiß auch, wo es technisch drauf ankommt und worauf wir zu achten haben, sodass wir nachher nicht nur optisch schöne Fahrzeuge, sondern auch technisch vernünftige und sichere Fahrzeuge auf die Straße kriegen, wo alle möglichen Standards eingehalten werden. Wir haben nach den Aufbaurichtlinien der
der Fahrgestelllieferanten zu bauen. All die Sachen sind zu berücksichtigen und da ist es schon gut, wenn man ein bisschen Background hat. Ihr baut auch Bankenfahrzeuge und gewerbliche Fahrzeuge. Wie funktioniert denn das, wenn ich ein solches Fahrzeug gebaut habe? Fahre ich denn auf den TÜV? Wie funktioniert das? Ja, es ist so, dass diese Fahrzeuge, das sind alles Einzelabnahmen. Ja, wir machen ein Paragraph 13 Gutachten, das heißt eben diese Einzelabnahme, weil jedes Fahrzeug bei uns unterschiedlich ist. Der Kunde bestellt ein Fahrzeug, wo wir sagen, okay, wir kommen auf die und die Länge. Dann wird der Rahmen berechnet, dann wird der Rahmen gezeichnet. Der TÜV kommt zwischendurch, prüft während der Bauphase so ein Fahrzeug und er kennt uns seit Jahren, er weiß, wie wir bauen und am Ende steht hoffentlich der Einzelabnahme nichts entgegen. Okay, das heißt, ihr macht das so, dass es immer wahrscheinlich Applaus gibt vom TÜV, denn das, was ich im Moment sehe, allein die Optik, ich kenne mich jetzt technisch nicht so aus, was man alles erfüllen muss, aber da gibt es wahrscheinlich unglaublich viele Vorschriften. Allein die Achsverteilung vorne, hinten muss ja stimmen. Ja, genau. Und jetzt muss nicht nur die Achsverteilung vorne und hinten stimmen, sondern die muss auch stimmen. Links und rechts. Links und rechts, ganz wichtig, ja, Radlasten, aber auch mit Pkw und ohne Pkw. Das heißt, es ist ja nicht ganz unerheblich, ob der Pkw hinten in der Garage drin ist. Stopp mal, Pkw? Ist ja ein Pkw drin? Ja, wir haben hier natürlich eine große Pkw-Garage, beziehungsweise hier in diesem Fall für einen Smart. Ja. Hast du die Möglichkeit, die mal aufzumachen? Ja, gerne. Es gibt etwas ganz Besonderes, was zu beachten ist. Das habe ich eben gelernt, das hast du mir erklärt. Es ist nämlich nicht nur der Druck des Dämpfers, der zu beachten ist, sondern auch die Position, wie er im Fahrzeug montiert ist. Ganz genau, diese Anlenkpunkte, die man hier sieht, eben oben und unten die Richtung, wo die Anlenkpunkte sind, das macht nachher eben den Hebelarm aus und die Kraft, mit der die Klappe aufgestellt wird und eben auch nachher beim Zumachen wieder herangezogen wird. Ja, vorne sieht man sehr schön, wie so eine Tür von innen aussieht, wenn sie jetzt verschlossen ist. Wir reden hier über Aluminium, über Stahl, wir reden über Profile. Wir reden über schöne, satte Aluprofile, wir reden über Edelstahlschrauben in Kombination mit Alu, das verträgt sich. Das ist etwas, was wir gerne machen, weil das ist wirklich für die Ewigkeit und da wollen wir nicht an irgendwas Falschem sparen. Ja, das hier, das kenne ich aus dem Nahverkehr. Das ist professionelle LKW-Technik. Ja, genau, das ist jetzt eine Fernbedienung, mit der ich die Plattform hier betätige, wo der Pkw nachher draufsteht. Schneider steht drauf, Schneider Elektrik, wer sich auskennt. Wahrscheinlich gibt es das so im Fahrzeugbau, oder? Ja, genau, das ist eigentlich Krananlagenbau, sage ich mal. Krananlagenbau. Und, das ist was Vernünftiges, das nennt man Flasche und die ist schon recht stabil. Die Flasche, ja. Hier vorne sieht man die Schweißnähte. Ich habe schon gelernt, das ist Aluminium. Du selbst kannst auch schweißen? Ja, auch ich kann schweißen, weil ich meinem Hobby nachgehe, dann muss ich da auch mal das Schweißgerät in die Hand nehmen. Und von daher kann ich auch schweißen, ja. Ja, du hast einen Sohn. Der Vorname von deinem Sohn? Luis. Der Luis, ja. Der ist auch in deine Fußstapfen getreten. Er liebt Autos. Ja, genau. Wir haben irgendwie das gleiche Blut und den gleichen Spleen, sage ich mal. Und wir mögen gerne was mit Autos machen, mit klassischen Autos, mit Youngtimern. Und das ist für mich so abends nach dem Stress in der Firma dann schon so ein Ausgleich, wie andere ein Buch lesen. Gehe ich dann gerne an Autos und dann noch mit Sohnemann zusammen. Das macht schon Spaß. So, ich zeige das mal. Ich gehe mal gerade rein. Victron Energy. Ja, das kenne ich. Unter anderem ist das Thema Solar ja ein großes Thema, was immer mehr kommt. Ja, und da kannte ich Victron. Da gab es immer so die Empfehlung, wenn du Solar nimmst, nimm Victron. Was habt ihr für Erfahrungen mit Victron? Also die Victron-Komponenten sind einfach super stabile Komponenten, die einfach eine super Arbeit machen, ausfallsicher sind und das ist eben das Thema, dass diese Elektrikkomponenten zusammen mit den Batterien eben das Herzstück des Fahrzeugs darstellen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es einfach ein Problem. Zum Thema Solar ist es so, dass es da natürlich verschiedene Hersteller gibt.
was sehr, sehr wichtig ist, eben so ein MPPT-Regler, dieser Solarregler. Das heißt, das ist der Umsetzer, ich sage es jetzt mal ein bisschen einfach, der den Solarstrom oben aus den Solarplatten umwandelt, dann eben um die Batterien zu laden. Und das ist das Wichtigste, dass der vernünftig ist. Und das ist beim MPPT-Regler ist das der Fall und eben gerade bei den Victron-Komponenten. Ja, ich zeige mal, hier vorne gibt es ein Quattro. Ich nehme an, dieses Gerät hier kann mehrere Funktionen auf einmal. Ja, genau. Das ist eine Ladegerät-Wechselrichter-Einheit. Das heißt, zum einen habe ich den Strom, der durchschaltet, wenn ich am Außenstromnetz hänge, sodass ich im Fahrzeug alle 230 Volt Komponenten benutzen kann. Und zusätzlich ist es so, wenn ich keinen Außenstrom habe, dann erzeugt dieses Gerät aus den Batterien 230 Volt für den Innenraum. Das heißt, ich mache von diesen 12 Volt Batterien 230 Volt und kann dann im Fahrzeug eben alle 230 Volt Komponenten nutzen. Ja, ihr habt auch was Besonderes eingebaut hier, einen sogenannten Netzausgleich, einen Netzmangelausgleich. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel meinen Föhn anmache und bin jetzt in Italien, habe nur 3 Ampere, dann wird er sofort rausspringen, die Sicherung. Und da gibt es eine Batterie, die puffert. Das heißt, die Energie geht erstmal in die Batterie, beziehungsweise die misst das, guckt, da fehlt mir Energie und binnen, ich glaube, Mikrosekunden wird umgeschaltet. Richtig. Wir haben ja bei so einem Fahrzeug immer 2 unterschiedliche Batteriebänke. Die eine Batteriebank ist die Starterbatteriebank, das heißt, da wo das Chassis mit betrieben wird, das Fahrgestell, das ist beim Actros und bei den LKWs immer 24 Volt. Und dann gibt es die Aufbaubatterie, die Wohnteilbatteriebank, die dann nachher für den Wohnraum da ist, eben in 12 Volt. Und hier ist es so, dass ist eben so, wie du es beschrieben hast. Wenn ich jetzt einen Außenstromanschluss von 3 Ampere habe, nicht mehr, ich aber im Fahrzeug zum Beispiel 5 Ampere nutze, dann ist es so, dass über den Wechselrichter diese 2 Ampere Differenz zugepuffert werden, nämlich über die Batterien. Ja, das heißt, somit habe ich keine Sorgen, dass mir die Sicherung am Außenstromnetz rausfliegt, sondern nein, unsere Technik fängt das ab und gewährleistet, dass der Kunde trotzdem ganz normal seine Komponenten nutzen kann, ohne dass die Sicherung außen rausfliegt. Ja, es ist ja so, dass ein unzufriedener Kunde erzählt es Hunderten, ein zufriedener leider nicht so oft. Genau. Und außerdem kommt noch mit hinzu, dass viele eurer Kunden möchten ja nicht in die Öffentlichkeit. Das heißt also, es will keiner sagen, hier, ich bin der und der und habe das und das Fahrzeug, die kosten ja ein bisschen was. Man sollte Fahrzeuge bauen, die möglichst nicht liegen bleiben, richtig? Das wäre so, ja, das ist das Ziel, ja. Also ich habe auch gerade eben mal gefilmt, wie ihr die Verdrahtung macht. Das ist sehr sexy. Ja, das ist Anlagentechnik. Also, ich meine, wir reden hier über Ströme 200, 300 Ampere. Genau, da sieht man auch eben die dementsprechenden Querschnitte. Und da ist auch nicht mit zu spaßen. Da brauchst du wirklich qualifiziertes Personal, wo man weiß, was man tut. Gerade bei Lithiumbatterien ist es eben so, dass die Kabellängen zu den einzelnen Batterien immer gleich sein müssen. Die dürfen nicht unterschiedlich sein, weil sie sonst unterschiedlich geladen werden. Da gibt es so viel zu beachten und deswegen ist es immer wichtig, dass da Fachleute rangehen. Und ja, wenn man dann noch Fachleute hat, die Liebe zum Detail haben, dann entsteht eben so etwas, wie wir es da gesehen haben im Bild vorhin. Das ist aber Standard. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich gebe euch weniger Geld, ihr würdet es nicht anders machen, ihr würdet es eher ablehnen. Diese Anfrage gibt es leider manchmal, dass jemand sagt, Mensch, ich möchte so ein Fahrzeug von euch haben. Billiger. Kann ich das irgendwie günstiger bekommen? Nein, das können wir nicht machen. Das ist nicht unsere Philosophie. Ich könnte niemanden in der Produktion davon zu überzeugen, zu sagen, ja, ich weiß, da gehören 3 Schrauben rein, dreh nur 2 rein. Das würde der gar nicht machen, er dreht immer 3 rein. Nein, das geht nicht. Also wir haben eine Philosophie, wir wollen ein Fahrzeug mit einer hohen Qualität liefern und da rücken wir auch nicht von ab. Du bist ja Techniker, das freut mich sehr. Du machst aber auch Vertrieb und du bedienst auch die Fahrzeuge. Du kennst sie in- und auswendig. Wenn du mal so lieb bist, du wolltest es eben schon machen, ja. Fahr mal raus. Das ist doch der Mann im Mann, oder? Ja, das ist einfach satter Maschinenbau, ja. Und ich sag mal, das war mal meine Diplomarbeit, diese Plattform theoretisch zu entwickeln und auch eben zur gleichen Zeit in einer
praktischen Ausführung. Nochmal, das Fahrzeug kann da drauf stehen bleiben. Das Fahrzeug bleibt darauf stehen, genau. Also ich fahre jetzt die Plattform raus. Du siehst, die senkt sich jetzt hinten ab, um einen gewissen Höhenausgleich hinten zu schaffen. Wenn die gleich rausgefahren ist, dann fährt man den PKW rauf. Das ist ja unglaublich. Genau. Steige aus dem PKW aus und dann nehme ich wieder die Fernbedienung Stopp, warte. und fahre alles rein. Denn ihr wärt ja nicht bei der Firma Variomobil, wenn ihr nicht jeden Quadratzentimeter nutzen würdet. Komm mal kurz rein, bitte. Ja. Er hat die Fernbedienung noch in der Hand. Hier können wir nämlich mal drauf. Ist es okay, wenn ich mal kurz rein? Ja, alles gut. Das ist okay. Das Fahrzeug fällt nicht zusammen. Nein, ja. Motor, das ist der Motor? Ja, genau. Jetzt schau dir so einen Motor an, ja, mit einem Getriebe, mit einem vorgelagerten Getriebe. Das ist ein industrieller Motor. Ja. Der ist auch ein bisschen überdimensioniert, aber der läuft seit mehreren Jahrzehnten in der Konstellation und wir haben 0 Ausfälle mit dem Motor. Das hat, im Prinzip, man braucht das Rad hier nicht neu erfinden. Das Ding funktioniert, der ist zwar nicht gerade klein, aber er funktioniert. Ja, was heißt, man muss das Rad nicht neu erfinden? Also diese ganze Technik, die du hier siehst mit dem Antrieb und so, das Nein, ist... Ich meine jetzt der Motor, das ist Nee, jetzt okay, eine, da brauchen wir ist eine nicht. Komponente, gibt's halt, fertig, habt ihr gute Erfahrung mit. Die Profile, wo das hier eingelassen ist, das ist Stahl? Das sind Stahlprofile, genau. Da läuft jetzt eben dieses äußere Rad drin und führt die Plattform und ermöglicht einen gewissen Höhenausgleich durch Kippen zu ermöglichen. Sag mal, die Leute, die das hier ankleben, das ist ja schon Sisyphusarbeit, oder? Ja, das ist Sisyphusarbeit und Schwarze Schrauben, natürlich, dass man die Schrauben nicht sieht. So Kleinigkeiten, gell? ja genau, also wir sind natürlich hier in einer Heckgarage und nicht im Wohnraum. Wir wollen es auch hier nicht so ganz übertreiben. Es soll natürlich vernünftig sauber aussehen und vor allen Dingen funktionieren. Jo, aber jetzt mal ernsthaft. Ihr habt Teile lackiert, die man vielleicht niemals zu Gesicht bekommt. Ja. Und das sind die Lithiumbatterien. Hier sieht man auch mal die Querschnitte. Die Masse ist natürlich offen, aber 12 Volt habt ihr in Plexiglas eingefasst. Das sieht, also man hätte es auch abdecken können, aber es sieht einfach gut aus. Oder? Ja, das sieht gut aus und man kann es immer kontrollieren. Ja, man hat es immer im Blick. Genau, es kann nämlich sogar passieren bei solchen Anschlüssen, die können sich losvibrieren, also theoretisch, aber hier nicht, oder? Nein, das darf natürlich nicht sein, weil dann gibt es ja schon ein Riesenproblem. Das passiert auch nicht, weil dort Federringe drunter sind und die natürlich die Muttern sichern. Okay. Ja, das heißt, ich kann es kontrollieren, aber ist auch schon eine Augenweide, wenn ich das sehe. Hier Ja, das ist das schön. Das macht mir auch unheimlich Spaß und das macht auch dem Spaß, der da als Externer drauf guckt und sagt, Mensch, hier hätte ich Freude, mal einen Fehler zu suchen. Ja? Wenn dann vielleicht mal du weißt, warum ich das so gerne zeige. Also es gibt, ich war vor kurzem auf einer Offroad-Messe in Kalkar, einer ganz großen, und die haben gesagt, oh, du fährst da mit weißer Ware rum, das ist alles Schrott. So. Habe ich jetzt nichts zu gesagt, ja, weil ich war ja weiße Ware, also ich habe ja ein Wohnmobil dabei gehabt und kein selbstgebautes. Und die haben mir dann alles immer gezeigt, wie sie selber gebaut haben. Die haben das auch sehr gut gemacht. Aber ich möchte das einfach mal zeigen, weil viele unseren Kanal auch schauen, die, ich sag mal, hier mal genau hingucken. Und das kannst du bedenkenlos jedem zeigen, das ist Made in Germany, das ist perfekt, oder? Ja, genau, das ist Made in Germany bei uns in Bohmte. Das ist eben reines Handwerk, so wie ein Anlagenbauer auch eine Anlage im Industriebereich bauen würde. Und das ist eine Ausfallsicherheit, die wir dadurch gewährleisten und wo der Kunde einfach zufrieden arbeiten kann. Übrigens, jetzt siehst du es, das sind keine Lithiumbatterien, sondern das sind Gelbatterien. Ja? In diesem Fall sind das Gelbatterien, Kundenwunsch. Und Gel hat riesen Vorteil, du kriegst die überall. Das heißt, du hast keine Spezialbatterien, die sind unglaublich unanfällig. Das ist auch das? Ja, genau, das ist genauso sagst du es richtig. Und ja, Lithiumbatterien ist toll und natürlich verkaufen wir Lithiumbatterien. Aber es gibt auch eben Kunden, die sagen, Mensch, mir reicht so eine Gelbatterie. Und damit ist der nicht schlecht beraten, weil die funktionieren. Und jetzt kommt noch eins hinzu. Angenommen, da ist mal was kaputt und ich muss neue Batterien haben, ja, dann bin ich bei Gelbatterien noch günstiger aufgestellt, als wenn ich eine Lithiumbatterie kaufen muss. Ja, da kann ich mir nämlich fast dann schon einen Kleinwagen davon kaufen bei Lithiumbatterien und deswegen gehen manche noch auf Gelbatterien. Außerdem, oft wird ja auch Gel genommen, weil im Vergleich zur Kapazität die Batterien wesentlich leichter sind. Und wir haben ja hier nun wirklich ein schweres Fahrzeug. Zuladung hier, einige Tonnen, oder? Ja, wir haben hier 15 Tonnen als Leergewicht, 18 Tonnen als zulässiges Gesamtgewicht. Das heißt, wenn ich den Smart aufgefahren habe, eingeladen ungefähr eine Tonne, etwas mehr? Ja, ein bisschen weniger oder ja, um die Tonne.
Dann habe ich noch 2 Tonnen restliche Zuladung, was natürlich super ist. Okay, das heißt, die paar Kilogramm, ich schätze mal, da drin sind ungefähr 200 Kilogramm Batterien. Ja, das kommt ungefähr hin. Ungefähr hin. Das tut ja nicht weh. Außerdem tut es im Schwerpunkt ganz gut. Ja, fahr noch mal rein, bitte. Also ich gehe mal ein Stückchen weiter weg, dass man es gut sieht. Oh, es ist so cool. Okay, das hebt sich dann auch noch hoch dort hinten? Ja, um jetzt einfach nachher das Heck hochzukriegen, also das Hinterteil von der Plattform hochzukriegen, um einen gewissen Niveauausgleich hinterm Fahrzeug zu haben, weil ich kann ja nicht immer gewährleisten, dass es so topfeben ist, wie es jetzt hier auf der Messe ist. Ja? Okay, das heißt, du hast Platz, du kannst das alles anpassen. Genau, wir haben ein bisschen Spiel in der Schrägen hier hinten, sodass der Kunde keine Gefahr läuft, dass da irgendwie etwas nicht funktioniert, und das ist natürlich wichtig. Ja, du hast doch eine hohe Höhe. Ja, wir gehen gleich mal rein. Ich bin mal sehr gespannt. Bei dem anderen Fahrzeug hier rechts daneben, der 12 Meter, die 12 Meter Version, da konntest du im Heck stehen. Wir werden es mal nicht verraten, ob es hier auch geht. Wir werden es gleich erfahren. Wenn Sie das Video gesehen haben, dann wissen Sie, man kann tatsächlich in einem Bad stehen. Na ja, gut, das ist eben unser Anspruch, dass wir sagen, wir wollen bei unseren Fahrzeugen auch im Heckbereich stehen. Trotz großer Pkw-Garage, trotz großem Fahrzeug, finde ich, ist es unmöglich, wenn ich nachher im Schlafbereich hinten nicht stehen kann. Ja? Und nein, das ist unser Anspruch. Wir wollen da Stehhöhe haben, und das ist auch so, dass wir das von den Kunden hören, dass das ein Muss ist. Ich zeige es mal gerade für Leute, die Stammbilder lieben. Das ist der Perfect 1050. Grundpreis sind 655.000 Euro und 280. Und so wie er steht, 1.057.680. Die 16% Mehrwertsteuer, die hat euch sehr gut getan. Das heißt also, hier sind eine Senkung von roundabout 3%, ist ja nicht ganz 3%, die machen einiges aus. Ja, richtig, das ist schon ein Betrag. Wobei man ganz klar sagen muss, dass uns die nicht so wirklich helfen, weil wir ungefähr 18 Monate Lieferzeit haben. Das heißt, derjenige, der heute ein Fahrzeug bestellt, bekommt das Fahrzeug in 18 Monaten, und damit sind wir dann wieder bei 19%. Okay, das heißt, die Leute, die jetzt ihr Fahrzeug erhalten, die profitieren davon? Teilweise. Teilweise, wenn es vorhandenes Fahrzeug ist, was dann in diesem Halbjahr geliefert werden konnte, dann ist dem so, ja. Okay, jetzt habe ich das auch verstanden, ja, dass man das sieht. Okay. Ja, jetzt ist hier eine Klappe. Ich bin ganz aufgeregt. Das kann bei jedem Fahrzeug anders sein. Ja, das kann bei jedem Fahrzeug anders sein. Das hängt davon ab, wie der Grundriss aussieht, wie ist der Radstand, welche Möglichkeiten habe ich da. Ja? Und du wirst immer ähnliche Aufteilungen finden. Wir wollen auch nicht bei jedem Fahrzeug das Rad neu erfinden, ja, weil es macht natürlich Sinn, im Laufe der Jahre die Erfahrung zu nutzen und zu sagen, was ist sinnvoll, wohin zu setzen. Und so ist es eben hier. Die Anordnung ist ähnlich wie beim 12 Meter. Wir haben hier das Wasserfach mit einer Außendusche, mit dem Außenstromanschluss, mit einer vernünftigen Wasserpumpe. Das heißt, wenn es hier zum Beispiel zu einem Problem käme, wäre auch nicht das ganze Auto voll, sondern ich bin ja an einem tiefen Punkt, ich habe einen Auslass. Ja, interessant. Aber schön finde ich so die kleinen Details. Ihr habt dort auch Hans Grohe eingebaut, so eine, ich sag mal, Dusche draußen ist sehr sinnvoll, wenn man sie hat. Ich hab auch eine, ich mag sie. Die Leute gucken immer und staunen, wenn ich mir dann die Füße abwasche oder das Fahrrad. Wenn man gerade so lieb ist, die mal rausnimmst, ja. Die hat zusätzlich noch eine Sicherung. Das heißt also, selbst wenn... Die ist hier gelagert, ja. Das heißt, dass die einfach... Ich zeig mal gerade die Halterung. Das ist nicht nur irgend so ein Kunststoffteil. Nee, das ist aus Alu gefertigt, ein Alu-Kantteil, wo nachher hier eben die Duschbrause drin lagert und vernünftig untergebracht ist und eben nicht rumbaumelt während der Fahrt. Ja? Also meine baumelt, gut, ich habe auch keine 1 Million Euro investiert. Das ist so der... Da sieht man auch, wie schön das gemacht ist. Wir haben das letzte Mal über das Thema Mäuse gesprochen in einem Auto. Die kommen irgendwo rein. Die Mäuse können sich unglaublich klein machen. Ihr habt einen neuen Verschluss entwickelt oder jetzt im Einsatz, der das unmöglich macht.
Ja, was heißt jetzt im Einsatz? Den haben wir eigentlich schon seit 20 Jahren im Einsatz. Ehrlich? Ja klar, weil es einfach super simpel ist, ja, und das funktioniert. Also du hast einfach keinen hässlichen Außenanschluss irgendwo in der Seitenwand, wo der Nachbar auch noch mal eben den ziehen könnte, sondern das ist sauber unterm Fahrzeug weg, eben abgeschlossen, wie du sagst, vor Mäusen und so weiter. Und das ist einfach schön. Ja. Meiner ist auch noch unten weg, aber da ist ein Rohr, das ist offen, das kann ich oben abdrehen, reinstecken, halt die einfachere Variante. Das Schöne ist auch gleich der Steigbügel für alle Ameisen, die irgendwie ins Fahrzeug reinkommen möchten. Genau. Spülschieber, ja, das heißt, dieses Fahrzeug hat einen Fäkaltank und einen Abwassertank, einen großen. Richtig, wir haben auch nach Kundenwunsch jeweils, hier ist es so, dass wir 350 Liter Abwasser haben und 300 Liter Fäkalien-Tankgröße haben. Und in der Regel entsorgt man zunächst den Fäkalientank. Ja? Über den gleichen Stutzen entsorgt man den Abwassertank. Zwischendurch zieht man aber den Spülschieber eben, um das Abwasser durch den Fäkalientank zu spülen und den eben noch ein bisschen mitzureinigen. Ah, okay, das heißt, der Abwassertank liegt über dem Fäkaltank. Nee, der liegt auf gleicher Höhe und das Niveau gleicht sich aus. Ja, du hast die Tanks auf gleicher Höhe und das Niveau in den Tanks gleicht sich aus und damit spülst du durch. Okay, verstehe. Also ich habe ja ich habe eine Pumpe drin, der das von dem Spülwasser ins Abwasser reinspült, dass man die Kapazität noch ein bisschen erhöhen kann beim Duschen. Aber der würde es ja dann auch durchspülen. Aber das ist so ein kleines Detail hier mit diesem Blech, was ich jetzt mal sage, was er speziell designt hat, damit alles ordentlich aussieht. Auch dort, zeig mal gerade, hier vorne ist der Adapter. Wer ihn nicht hatte, der hat auch seinen Platz. Der kleine graue dahinter. Ja, genau. Du hast halt hier unten im Boden hast du die Frischwasserbefüllung. Das heißt, ich nehme hier meinen Gardena-Anschluss, nehme hier den Stopfen raus, nehme dann den Übergang, stecke ihn hier rein und kann dann mit einem Zugangsschlauch meinen Frischwassertank befüllen. Ja, und oft fehlt ja dieser Stutzen, der ist nicht angebracht. Und da habt ihr extra eine kleine Halterung gebaut, nimm die mal raus. Ja, ist ja recht simpel. Ja, das ist doch süß, oder? Wir haben dort eben so eine Halterung, wo ich den reinstecken kann und damit ist der immer da. Das gab es auch nicht fertig von Gardena, die Halterung, oder? Nee, das ist halt die habt ihr so gebaut. Von uns gemacht. Genau. Schön, gefällt mir. Das ist so. Ja, auch hier, wie man das sieht, die Verteilung hier vom Wasser, das ist wie zu Hause. Ja, genau. Das ist ein richtig satter Messingverteiler. Da dürfte sich jeder Sanitärhandwerker freuen und der TÜV, wenn er sowas sieht. Und ja. Von hier vorne sehe ich den Außengasanschluss? Nee, das ist jetzt ein Druckluftanschluss. Ja. Druckluft. Das Fahrzeug hat ja eine Druckluftanlage. Das heißt, ich habe hier die Chance zu sagen, Fahrrad? Ja, genau. Ich kann meinen Fahrradreifen mal eben Druckausgleich machen. Ich kann mein Schlauchboot aufpumpen. Die Autoreifen auch? Die eigenen Reifen, die ich hier habe, da kann ich Druckluft kontrollieren. Ich brauche nicht an die Tankstelle fahren oder irgendwo hin oder einen externen Kompressor einschalten. Was gar nicht so einfach ist, mit so einem Fahrzeug mal eben an der Tankstelle zu fahren, ja, weil es muss ja auch passen. Das ist ja für PKWs meistens und kostet mittlerweile sogar €1 und oft sind die Dinger auch kaputt. Dann stehe ich da. Ja, genau. Und hier habe ich einfach meinen eigenen Druckluftprüfer dabei, stecke ihn hier rein und kann direkt meinen Druckluft in den Reifen prüfen und ausgleichen. Oder eben, wie gesagt, Schlauchboot oder Fahrrad oder was auch immer. Ja, ich zeige mal ein kleines Detail. Diesen Durchmesser kenne ich. Das ist ein Standarddurchmesser im Haushalt, richtig? Ja, richtig. Das ist aber Abwasser. Das ist nicht Fäkalien. Fäkalien ist ja, weiß ich. Ich wollte nur zeigen, das ist standardisiert. Das ist das, was ich zu Hause habe. Ja, genau. Das ist haushaltsübliche Rohrtechnik, die wir im gesamten Fahrzeug haben. Und auch das machen wir schon seit Jahren und ist einfach einwandfrei und funktioniert. Ja, ein kleines Detail. Ich habe hier 2 Stromeingänge. Einmal für den Klimakompressor 2 und dann, was ist daneben für? Was steht drauf? Das nennt sich Netzeinspeisung. Ja. Das heißt, hier ist es ein bisschen anders gemacht, als wir es vorhin mal gesehen haben. Hier ist es so, dass der Klimakompressor 2 über einen weiteren Stromanschluss gespeist werden kann. Ist auf Kundenwunsch entstanden, weil der Kunde ja schon relativ viel Einblick hat und weiß, wie er es braucht. Das habe ich an meinem Wohnwagen. Da ist die Heizung extra abgesichert. Das heißt, ich kann mir dort einen zweiten Anschluss holen für die Elektroheizung. Ist das so ähnlich hier? Das heißt, ich kann die extra speisen? Das ist so ähnlich, wobei das alles über den einen Stromeinspeisung funktioniert. Ja. Ja. Ich kriege da nochmal Energie rein. Ich könnte
aber zusätzlich einen zweiten nehmen und habe dann, wie wir es vorhin schon mal hatten, meinetwegen, wir haben nur 3 Ampere von außen. Ich könnte mir jetzt 2x3 Ampere holen. Glaube ich 6. Ja, okay, das heißt, er lädt auch schneller und so weiter. Ja, genau. Ich habe eine Betriebssicherheit und ja, das funktioniert. Ja, das ist mal eine ordentliche Pumpe. Die Flo 5.0, nicht die kleinste, die es gibt. Und die ist auch leise? Ja, die ist recht leise. Die ist auch auf Puffern hier gelagert, wie du siehst, ja, sodass sich das nicht auf den Boden, auf die Kabine überträgt. Und dann nochmal auf Alu gelagert, nochmal als Sicherheit. Unter dem Alu ist wahrscheinlich nochmal. Ist okay, ich mach Spaß. Die Entleerung ist hier vorne, das heißt für Winter. Die meisten werden es ja durchbetreiben. Das heißt, so ein Fahrzeug lässt man ja nicht kalt stehen, oder? Eigentlich nicht. Ja, man kann beides machen. Ne? Ich kann in den Wintermonaten dann entweder beheizen, weil ich sage, okay, ich weiß, ich fahre in ein paar Wochen wieder los, dann habe ich halt eine Heizung an, um eine Frostsicherheit zu garantieren. Oder ich entleere mein Wassersystem, sodass ich nicht beheizen muss und trotzdem nichts kaputt frieren kann. Ja? Toll. Ja, alles so Details, die viele Leute interessieren. Was ist anders an so einem Fahrzeug als, sage ich mal, jetzt beim Knaus, ja, wo ja etwas alles anders sein darf, weil das Fahrzeug auch viel kleiner ist, vielleicht der Einsatz nur 6 Wochen im Jahr ist oder auch nur ein halbes Jahr. Das heißt hier, dieses Fahrzeug kann komplett ein Haus ersetzen. Hier kann ich richtig drin wohnen. Ja, das gibt es auch durchaus, dass wir einige Kunden haben, die sagen, Mensch, ich möchte längere Zeit oder gar für immer in so einem Fahrzeug verbringen. Das ist überhaupt kein Problem. Und, das machen in Amerika ganz, ganz viele, muss man sagen. Also ich glaube, der Trend kommt so ein bisschen aus Amerika. Wenn man gerade so lieb bist, die Klappe auch mal aufmachst. Ja. Ich glaube, ich habe da eben so Alde blitzen sehen, dass da... Genau. In diesem Fall ist hier eine Alde verbaut. Wir haben das vorhin bei dem anderen Fahrzeug gesehen. Dort war an gleicher Stelle die Dieselheizung mit 17 kW verbaut. Die war der Hammer. Name? Share, von der Firma Share. Ja. Die brauche ich bei so einem 12 Meter mit 3 Slide-Outs, komme ich mit den 5 kW der Alde-Heizung nicht mehr klar. Ja? Hier bei diesem Fahrzeug ist die Heizleistung ausreichend. Es ist eine Alde 3020. Ich habe genau die gleiche Heizung. Die macht richtig warm. Fußboden? Genau, wir beheizen so Fahrzeuge über eine Fußbodenheizung. Das heißt, in dem Fußboden sind Heizschlangen eingefräst, wie zu Hause, die mit Wasser durchflutet werden. Zusätzlich haben wir im gesamten Fahrzeug Wandkonvektoren verbaut, über die wir das Fahrzeug wohlig beheizen. Ja? Nicht punktuell. Elektrisch oder auch über die Alde? Nein, das passiert alles über die alte Warmwasserheizung. Achso, ihr habt in der Wand noch Schlangen drin? Nee, an der Wandseite, an der Innenseite gibt es Konvektoren, die dort verbaut sind und verkleidet sind. Deswegen hast du es bisher noch nicht gesehen. Okay. Und eben im Boden die Heizschlangen für die Fußbodenheizung. Und somit kriege ich eine wohlige Wärme im gesamten Fahrzeug. Schön. Ja, krass. Jedes Fahrzeug ist anders, das habe ich jetzt schon mal gelernt. Auf Kundenwunsch, der Kunde entscheidet. Letztendlich ist es auch eine Frage des Portemonnaies oder ob es der Kunde braucht. Denn es gibt ja auch viele Leute, die sagen, brauche ich gar nicht, dann brauche ich es auch nicht zu kaufen. Ja, okay. Wobei, ja, okay. Warte, ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Genau, wenn du mal zumachst, hier ist ein kleines Profil drin. Das hält die Tür. Das ist nicht aus Kunststoff. Das kenne ich nur normal weiß mit so einer Nase. Ist hier ein bisschen anders. Genau, das ist hier ein bisschen anders. Das ist Metall. Eben damit es auch schön lange hält und nicht ein harter, bröckeliger Kunststoff wird, sondern eben schön hier ineinander rastet und die Tür schön festhält. Ja. Oh, hier haben wir jetzt eine spezielle Beschichtung. Kein Leder diesmal, sondern sehr widerstandsfähig. Genau, das ist ein Ultraleather, was einfach noch robuster im Außenbereich ist, weil viele Kunden lassen dann schon die Tür längere Zeit auf, so wie wir es jetzt hier auch haben. Und dann kann es mal regnen. Dann kann es mal regnen, da hast du mal eine Sonne draufstehen. Vielleicht auch mal Vogeldreck drauf. Und das ist einfach super robust und das kriegst du nicht kaputt. Und ist einfach eine tolle Haptik auch. Ja? Und du kriegst es eben nicht kaputt, genau. Das ist wahrscheinlich eine Frage der, ich sag mal so, der Erfahrung, die man da hat, auch die Materialien auszuwählen. Was nehme ich denn da? Man lernt bei jedem Fahrzeug dazu, natürlich, oder? Ja, das will ich so nicht sagen. Natürlich lernt man irgendwie bei jedem Fahrzeug dazu. Hört sich vielleicht auch ein bisschen negativ an. Ja, ist aber nicht schlimm. Also ich sage jetzt mal, der eine sagt, das brauchen wir so und so. Lithium haben wir jetzt erfahren, das Auto hat kein Lithium. Das wird seinen Grund haben, warum.
es muss nicht immer Lithium sein. Das heißt, Nein, genau. Man muss für den Kunden das Passende finden. Ja? Und es gibt Kunden, wo ich sofort sagen würde, ja, Lithium. Bei diesem war es eben so, dass man mit Gel ganz gut zurechtkommt. Und also ich bin immer dafür, ein Fahrzeug zu fertigen, wo man sagt, das passt genau auf den Kunden. Und man kann so ein Fahrzeug immer überausstatten, was der Kunde nachher gar nicht nutzt. Ja, dann habe ich viel Geld investiert für irgendwas, was ich gar nicht brauche. sehr, sehr schön. Wenn du mal so lieb bist, komm mal rein. Wir dürfen jetzt, also ihr dürft die Masken absetzen, ich behalte meine an. Am besten machen wir die Tür mal zu, dass nicht versehentlich einer reinkommt, denn die Hygienerichtlinien, die sind sehr, sehr hoch. Auch draußen dürften wir ohne Maske drehen, aber wir tun es nicht. Ich grüße dich, Patricia. Du hast lange gewartet. Wir haben eine halbe Stunde Rundgang gemacht. Auch hier das Auto. Absolut beeindruckend, aber ganz anders, oder? Ja, also man merkt, dass dieses Fahrzeug 10 Meter anstatt 12 hat, aber trotzdem ist es... Man hat Platz, ja, man fühlt sich nicht eingeengt und ich wäre auch fast auf dem Sessel eingeschlafen, so gemütlich ist der. Das ist jetzt der gleiche Sessel wie in dem anderen? Das ist der gleiche Sessel, genau, auch eben mit der Fußstütze, die ich ausfahren kann. Klar, in einem anderen Leder gepolstert, aber ja, genauso gemütlich und ja, deswegen wäre Patricia vielleicht fast eingeschlafen. Sehr schön. Die Patricia ist übrigens Radiomoderatorin und studiert gerade Politik in Magdeburg. Nee, Journalismus, so. Nicht Politik. So, und ja, du erlebst als Camperin, als angehende Camperin, du hast vorher noch nie gecampt. Ich habe dich auf der Campingmesse mitgenommen als Sidekick, um mir ein bisschen zu helfen. Und wir kannten uns vorher gar nicht. Also das war so, dass ich gesagt habe, komm, ich komme mit auf eine Campingmesse. Was hast du gedacht? Ich dachte erstmal, oh Gott, ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Ich war noch nie in meinem Leben campen oder in einem Wohnwagen, geschweige denn in einem Wohn- oder Reisemobil drin. Deswegen alles neu für mich, aber es ist wirklich eine super Erfahrung und ich kann auch mittlerweile Menschen verstehen, die Caravaning über alles lieben. Warum denn? Was glaubst du, warum die das so lieben? Naja, man hat halt alles dabei. Man muss nicht irgendwie in ein fremdes Hotelzimmer oder in eine fremde Ferienwohnung. Rein rausschleppen. Genau, man kann einfach quasi sein komplettes Zuhause mitnehmen und kann einfach Urlaub machen. Jetzt, wenn man das ja realistisch betrachtet, jetzt habe ich einen Anschaffungspreis von 1 Million Euro. Du sitzt jetzt nicht gerade im Schnäppchen unter der Möglichkeit, mit 4 Rädern in Urlaub zu fahren, ja. Aber ich sag mal, man kann das jetzt nicht vergleichen, wenn ich das jetzt realistisch runterrechne, teile das mal durch 10 Jahre, da wären das 100.000 Euro, dafür könnte ich jeden Monat für 10.000 Euro in Urlaub fahren, plus minus. So kann man es nicht rechnen, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, oder? Ja, das stimmt. Also dieser Luxus ist für mich persönlich noch sehr, sehr weit weg. Ist das Luxus für dich? Weil du könntest ja auch einen kleinen Wohnwagen nehmen. Also das hier ist auf jeden Fall Luxus für mich. Aber selbst einen kleinen Wohnwagen ist irgendwie auf eine Art und Weise auch Luxus für jemanden, ja, weil man hat quasi sein Zuhause dabei. Ich finde auch, überhaupt Urlaub machen zu können, ist Luxus. Ist das so? Ja, ich finde es schon. Das sagst du mit 23. Als Studentin hast du auch Semesterferien. Gut, im Moment sind gerade Ferien, du arbeitest. Aber es ist interessant. Aber die Leute, die hier sind, das ist von jung bis alt, alle, oder? Ja, also von kleinen Kindern bis hin zu älteren Personen ist wirklich alles vertreten. Jetzt sind wir in einer ganz besonderen Halle, muss man sagen. Die ist normalerweise rappelvoll. Wegen Corona haben einige abgesagt. Aber ja, Vario Mobil ist hier und das ist das Cockpit. Und wir stehen tatsächlich im allerneuesten Actros, richtig? Richtig, das ist der Mercedes Actros, hier in diesem Fall ein 1846, heißt 18 Tonnen und 460 PS. Wir haben ja, mittlerweile alle möglichen Helferchen, die ich aus dem Pkw-Bereich schon länger kenne. Wie Spurhalteassistent, Notbremsassistent, was ich super wichtig finde. Wir haben teilautonomes Fahren, das heißt wirklich, der Fahrer kann wirklich... Aktiv. Ja, aktiv. Inklusive Lenkangriff, richtig? Genau, das Lenkrad loslassen und der Actros macht das dann für den Fahrer. Im Moment noch für eine begrenzte Zeit, aber das wird halt in Zukunft dann so sein, dass es irgendwann mal so ist, dass das Fahrzeug komplett alleine fährt. Und das ist die Vorstufe davon einfach und
Das ist schon sehr angenehm und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, es ist einfach super sicher und da werden wir sehr viel weniger Unfälle nachher auf den Straßen haben und das ist einfach wichtig. Ja, die Optik und das Design hier, etwas ganz anderes. In dem letzten, also ich sag mal so, eure DNA ist ja durchgehend schlicht, aber hier in einem ganz anderen Holz. Ja, hier ist es die Asteiche, wo wir gesagt haben, die Klappen sind in Asteiche gebaut, der Korpus Schleiflack weiß, ja, und eben die Klappen und Türen in Asteiche. Kundenwunsch, selbstverständlich. Ich zeig mal gerade ein kleines Detail. Mach mal zu, Patricia. Und ich frage dich mal, fällt dir irgendwas auf an den Klappen? Wenn du jetzt mal alle zugemacht hast. Das ist jetzt gemein, weil ich weiß es. Und du weißt es auch, sag's nicht. Natürlich weiß ich das. Was mir auffällt, im Gegensatz jetzt zu dem anderen? Ja. Was fällt dir auf, wenn du jetzt mal alle Klappen nebeneinander siehst? Ich Guck mal hier, weiß schau nicht. dir mal das Furnierbild an. Gibt es so einen langen Baum, der ein solches Furnierbild hervorrufen lässt? Das musst du zusammenstellen. Da gibt's ganz viel Arbeit, um das wirklich so hinzubekommen, dass das Furnierbild von hier bis da durchläuft. Und jetzt kommt's. Das ist keine Kunststoffoberfläche, also ich sag mal eine Fototapete, sondern das ist Echtholz. Und das macht doch Spaß, ja. Du siehst förmlich, wie der Baum gewachsen ist. Und ich finde, die Oberflächen können Geschichten erzählen. Und ich finde, das macht super Spaß. Guck dir vorne so eine Ecke an, wo es dann rüber geht in die andere Klappe. Das ist auf Gero geschnitten und dann in der Rundung. Das ist nicht mal ebenso. Das ist wahrscheinlich handwerkliche Spitzenkunst. Kann man das sagen? Ja, wir haben halt sehr hochwertige Mitarbeiter, die in den verschiedenen Bereichen tätig sind. Jetzt sprechen wir gerade über den Möbelbau und da brauchst du einfach gute Leute, die da Spaß an der Arbeit haben und das dann so umsetzen. So, der Tisch ist natürlich an der richtigen Stelle, passgenau, nicht wenn man ihn ausgezogen hat, sondern wie sie es gehört, im eingezogenen Zustand, weil er wahrscheinlich öfter eingezogen ist, oder? Ja, genau. Das ist der Grund, warum wir in dem Moment dieses Furnierbild haben durchlaufen lassen. Da muss man sich natürlich irgendwo entscheiden. Ja? Ich schaffe es jetzt nicht, das Furnierbild dann auch zu übertragen, wenn er ausgezogen ist. Aber das wäre ein Wunder. Das schafft man noch nicht. Aber ich finde, das sieht einfach toll aus. Ja, das ist absolut so. Ja, vorne, wenn ich mir die Panoramascheibe mal anschaue, normalerweise sage ich ja immer, ja, das ist ein Riesenvorteil der vollintegrierten. Ich fahre ja selbst einen Morelo 78 FX. Ich bin ungefähr einen halben Meter tiefer, muss ich sagen. Und hier hat man schon, wenn ich auf dem Campingplatz stehe, ich kann nahezu über alle drüber gucken. Es sei denn, ich habe auch ein Variomobil vor mir. Oder hier ein Morelo, wie wir gerade sehen. Ja, genau. Das ist eben dem Chassis geschuldet, ja. Und so ein 18-Tonner hat dann eben die gewisse Rahmenhöhe. In Addition mit unserem Rahmen, den wir fertigen, wo wir dann die Tanks unterbringen, komme ich eben auf diese Höhe. Und erreiche einfach eine schöne Rundumsicht, aber was natürlich auch bei der Fahrt super entspannt ist, weil ich wirklich eine gute Übersicht habe, die dich entspannt fahren lässt. Ja, ich zeige mal kurz den Slideout. Setz dich mal hin, Patricia. Mach's dir mal gemütlich. Hier ein bisschen anders. Also ich persönlich könnte schon gleich einsteigen. Da kommt wahrscheinlich sofort wieder die Antwort. Dann hole ich mein Excel. Wir rechnen mal das Fahrzeug durch. Aber ich habe ja noch eins. Ist die Couch gemütlich? Die ist gemütlich, sagt sie. Ich zeige mal gerade die Küche durchgehend. Ihr habt wieder mal den Wohnraum getrennt vom Rest und den Schlafraum auch nochmal. Das werden wir gleich mal zeigen. Auch hier die Küche sehr großzügig. Nicht ganz so großzügig wie in dem anderen Alkoven. Da besteht ja das ganze Auto nur aus Küche, habe ich das Gefühl, aber richtig toll. Richtig, so sieht man eben die Unterschiede und wenn man das mal verfolgt, man sieht eigentlich nie zwei gleiche Fahrzeuge von uns. Das heißt, da sieht man den Einfluss des Kunden, dass sie ihre Wünsche umsetzen können und in dem Fall mit der großen Küche war das jemand, der sehr, sehr gerne kocht. Ja? Genau, das heißt, der Schwerpunkt. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ich brauche so gut wie keine Küche. Na klar, das gibt es sehr wohl. Die sagen, ach Mensch, wir kochen sehr selten. Wir wollen vielleicht mal morgens die Eier kochen und vielleicht mal einen Salat machen. Das brauchen wir nicht so groß. Dafür hätten wir gerne die Couch etwas größer oder das Bad etwas größer. Und das setzen wir eben genau um. Das ist eben das Schöne dann daran. Ja, Ja, Tedford hier eingebaut.
Induktion auf 230 Volt, das ist Ja, genau, das ist 230 Volt. Das heißt, auch hier ist es so der Fall, dass der Kunde sagt, naja, so richtig oft werden wir nicht kochen. Uns reicht das mit 230 Volt? Ich brauche kein Gas. Ich habe zur Not eventuell eine Mikrowelle noch dabei, aber hier ist jetzt was Besonderes auf der anderen Seite. Wenn du gerade so lieb bist, Patricia, mach mal auf. Ich schätze mal, auch rechts ist wieder mal die Spülmaschine. Jetzt ist der Gag nämlich raus. Nee, ganz rechts? Nee, hier ist keine Spülmaschine. Hier ist keine. Guckt euch das Video an von dem 12-Meter-Auto. Da haben sie rechts eine Spülmaschine verbaut. Aber du hast es ja eben kurz aufgemacht. Mach nochmal auf, bitte. Die Tiefe der Schränke ist ja krass für ein Wohnmobil, oder? Ja, wir nutzen halt die komplette Tiefe aus, die uns zur Verfügung steht. Ja? Das ist doch schade, wenn ich nachher eine kurze Schublade habe und hinten Luft habe. Das kann ja nicht sein. Ich will doch als Kunde die komplette Tiefe nutzen. Und dafür bauen wir natürlich dann diese tiefen Auszüge. Ja? So, ich zeige mal gerade die Küche komplett. Die ist natürlich in einem Guss. Es ist schon was ganz anderes. Es ist nicht so eng, der Slide-Out. Kinder, hier natürlich schräg. Wer sich ein bisschen auskennt, das ist auch nicht so ganz so einfach herzustellen. Genau, weil es die Komponenten nicht zu kaufen gibt. Also du kriegst keine Schrägauszüge mit Winkelausgleich oder so etwas. Ja? Das heißt, du musst eben den Winkel selber ausgleichen. Wie du siehst, ist das hier mit einem schönen Massivholz gemacht. Ich finde das einfach toll anzuschauen und das macht einfach Spaß. Ja, hier hinten ist das mit einem schönen Holz erweitert und der Kunde hat die komplette Tiefe, die er nutzen kann. Sag mal, es gibt so Hundezüchter, ja, die haben so Welpen, die kommen zur Welt. Ja. Und wenn die zur Welt kommen, dann müssen die abgeben. Dann weinen die immer so ein bisschen. Die sagen, wenn die abgeben, weil sie haben sie 8 oder 10 Wochen gehabt. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, hast du jemals geweint, als du ein Fahrzeug übergeben musstest? Ganz ehrlich, also geweint ist jetzt übertrieben, aber das ist schon so ein bisschen so, dass das geht einem so ein bisschen nahe. Und das hängt einfach damit zusammen, weil du vom ersten Strich auf der Zeichnung bis zum fertigen Auto alles mitkriegst. Ja? Und dann das Fahrzeug an einen Kunden übergibst, der mit leuchtenden Augen vor dir steht, der auch den Bau begleitet hat und einfach riesig begeistert ist, sein gebautes Fahrzeug zu sehen. Ja, was er bestimmt hat, wie groß der Schrank ist, wie das Bett aussieht, wie die Küche aussieht. Und das ist schon Emotion pur dann. Ja, und die freuen sich wahrscheinlich, also du hast mir erzählt, es gibt auch Menschen, die das nicht so zeigen, wahrscheinlich freuen sich ja ganz genauso, aber es gibt wahrscheinlich schon mal ein Geschenk, wahrscheinlich einen Blumenstrauß oder was war das Schönste, was du mal erlebt hast, so eine kleine Überraschung? Naja, es ist, weißt du, das ist auch, das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, das ist es nicht. Es ist wirklich so, das schönste Geschenk ist, wenn du ein Fahrzeug übergibst, und das habe ich wirklich erlebt, wo der Kunde geweint hat. Das ist wirklich so. Und da steht er vor dir und hat Tränen in den Augen. Das ist ein Geschenk. Ich brauche keinen Blumenstrauß oder Champagner, aber das ist ein Dankeschön. Und das macht unheimlich Spaß. Und das hat es gegeben. Also. Ist das hier ein Lebenswunsch für viele? Ja, klar. Ja, klar. Das ist es, weil vielleicht sparst du viele Jahre auf so etwas. Vielleicht glaubst du auch gar nicht, dass das irgendwann mal möglich ist, sowas zu haben. Und irgendwann geht es dann vielleicht doch. Ja? Und das löst eben Emotionen aus und macht für die meisten dann einfach unheimlich Freude. Ne? Die Details, da oben die Luftausströmer, ist das die Klimaanlage? Genau, das ist die Klimaanlage, das sind die Luftaustritte der Klimaanlage. Wir haben den Verdampfer hier im Möbelbau integriert und die Kompressoreinheit unterm Fahrzeug, das nennt man Splitanlage. Ist das so, dass wir das uns drüben anschauen könnten? Das war die gleiche, also nicht jetzt, sondern wenn jemand das Video guckt von dem 12-Meter-Fahrzeug? Ja, genau. Da haben wir es gesehen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Wobei hier die Deckenform eine andere ist. Wir haben beim 12 Meter diesen Dom, wo die Klimaaustritte waren. Hier ist es eben oberhalb der Hängeschränke. Ist jetzt ein bisschen anders, aber von der Wirkungsweise her halt genauso gut. Und das ist einfach eine unheimlich effektive, leise Art, so ein Fahrzeug runterzukühlen. Man hört nämlich nichts. Er ist jetzt im Moment nicht an. Ihr habt hier ein anderes Display im Einsatz?
Genau, das ist das, was wir derzeit dort verwenden. Wir sind halt immer auf der Suche nach dem Perfekten und entwickeln sowas immer weiter, auch im Hintergrund. Ja? Und da wir beim 12 Meter ein Fahrzeug haben, was bis zum nächsten Jahr, bis zum Sommer bei uns stehen wird, haben wir da schon die nächste Technik wieder eingebaut, die wir dann selber testen wollen und probieren. Das ist jetzt kein Kundenfahrzeug drüben, der 12 Meter. Das ist im Prinzip eine Art Prototyp, den ihr baut, um neueste Technik zu probieren, zu testen. Also jetzt kein experimentelles Fahrzeug, sondern ihr habt zum Beispiel da Software drin, ihr probiert die aus, ihr guckt, ob alles geht. Ja, genau. Also genau so ist es. Der steht halt bis nächstes Jahr April, Mai bei uns und so ermöglicht es uns da ein paar Sachen zu testen und neu zu machen. Du sagst Prototyp, ja, so möchte ich das, also es ist ein Prototyp, aber so möchte ich das nicht nennen, weil Prototyp hört sich immer so an, da gibt es noch Fehler oder irgendwas. Bei uns muss jeder Schuss sitzen. Bei uns muss jedes Fahrzeug auslieferfertig sein und perfekt sein. Somit ist es eine Einzelanfertigung und ein Einzelstück, aber eben in dem Sinne kein Prototyp. Es ist so, ihr habt da eine Software geschrieben, die kann man ja updaten, ihr probiert aus, wie funktionieren die Bussysteme. Das heißt, man kann ja bei den heutigen Bussystemen ja auch die Komponenten nochmal tauschen, die Kabel liegen ja da. Es ist ja, ihr habt ja oft Partner, für die ihr euch neu entscheidet und die erzählen euch dann, alles funktioniert, aber ihr wollt es wahrscheinlich selber wissen. Ja, es gibt halt gewisse Komponenten, die man selber hervorrufen muss und entwickeln muss. Und so ist es eben bei dem Bussystem, was wir da beim 12 Meter haben. Das machen wir mit der Firma Transwatt zusammen. Und die sind da sehr, sehr pfiffig, was den Elektrobereich angeht. Und in Zusammenarbeit mit den Victron-Komponenten werden wir da in naher Zukunft ein super System haben, wo wir eben über einen Bus nachher alle möglichen Komponenten miteinander vereinen können und da abrufen können. Der weitere Schritt ist dann natürlich die Smartphone-Nutzung. Das heißt, ich kann Tankgrößen auf dem Smartphone abrufen, ich kann die Heizung ausschalten, wie auch immer. Ja, hier gibt es noch ein kleines Detail, das habe ich schon gelernt. Auch dieses Sofa kann man wahrscheinlich ausziehen. Geht das jetzt im Moment im Messezustand? Ja, also hier kann ich ganz genau hier die Couch ausziehen auf 1,40 x 2 Meter, eben mit Lattenrostsystem. Ich klappe jetzt die Lederpolsterung um und habe dann ein vollwertiges Bett, was ich wirklich zum Schlafen nutzen kann. Ja. Und ich nenne das immer ein absolut fähiges Ersatzelement zum Hubbett, weil auch hier haben wir wieder das integrierte Feeling. Das möchte ich doch auf keinen Fall unterbrechen. Die Höhe, wenn du mal gerade so ganz mal durchgehst, dass man sieht, du bist 1,83 Meter, 84? Ja, genau. So, und das heißt, man sieht, du hast noch richtig Höhe. Wäre jetzt hier ein Hubbett, keine Schränke, kein Fernseher, keine Raumhöhe. Ja, ist so. Ich habe eins. Es ist machbar, ist kein Problem. Für mich unterbricht es immer so ein bisschen die integrierte Optik. Der Fernseher wäre nicht da. Wie gesagt, ist alles denkbar. Ich finde es so schön. Aber ich habe das Bett jetzt. Also es ist richtig cool. Ja, genau. Ja. Deswegen ist das eine super Ersatzlösung, weil eben auch diese zweite Schlafmöglichkeit nur sporadisch genutzt wird vom Enkelkind oder so etwas, was da vielleicht einmal im Jahr mitfährt. Und dafür fahre ich dann ein ganzes Jahr so ein Hubbett durch die Gegend. Das ist die Frage. Genau, das kann aber der Kunde auch entscheiden. Ihr baut auch Hubbetten ein auf Wunsch? Selbstverständlich, das wird immer nach Absprache mit dem Kunden gemacht. Wenn der Kunde natürlich sagt, nein, auf gar keinen Fall, wir wollen das natürlich mit Hubbett haben, weil unsere Enkelkinder oder Kinder fahren natürlich regelmäßig mit, dann macht man das selbstverständlich mit Hubbett. Da gibt es natürlich auch eine tolle Lösung. Ja, das hier sind die Lichtschalter, auch da habt ihr keine großen Experimente gemacht. Das System habe ich jetzt schon öfter gesehen, das ist auch ein Bussystem. Ja, genau, das ist auch ein Bussystem. Das heißt, wir können auch von hier aus eben verschiedene Lichtszenen schalten und von überall sogar sehe ich hier vorne auch. Das heißt, ich habe das System kann es programmieren, richtig? Genau, ist frei programmierbar und du kannst einfach bestimmen, von wo aus du was schalten und wie dimmen möchtest. Ja. Ja, hier oben sieht man die Kamera. Die würde auch nicht gehen jetzt, wahrscheinlich, weil der Schlüssel nicht drin steckt. Das ist eine Birdview-Kamera. Ich sehe das Fahrzeug von oben. Perfekt zum Rangieren. Ich glaube, in der Preisklasse ist so eine Kamera billiger wie wahrscheinlich ein Heck, was ich zerstört habe. Ja, genauso sage ich es auch den Kunden immer. Mensch, lass uns das System nehmen, weil jeder Schaden am Fahrzeug ist teuer und das ist wirklich so, mit dieser HD-Technik habe ich so eine super Bildqualität, wo ich nachher wirklich super rangieren kann und eigentlich nicht mehr das Fahrzeug beschädigen kann. Ist der schwer zu drehen, der Sitz? Nein, das geht relativ einfach. Da vorne ist der Hebel. Ist das eine Eigenkonstruktion, der Sitz?
Der Sitz ist ein Eigenbau, genau. Das sind Systeme, die wir natürlich auch TÜV prüfen müssen. Das heißt, mit dem Sitz haben wir verschiedene Zugprüfungen beim TÜV Rheinland machen müssen, um den eben zulassungsfähig zu haben. Und ja, dementsprechend ist er gebaut. Der Sitz hängt direkt am Fahrwerk. Ja, der Sitz ist starr mit dem Rahmen verbunden, verschraubt in dem Fall. Und das wird eben über so eine Zuchtprüfung geprüft, wie man diese Verbindung darstellt. Und dementsprechend muss man die Fahrzeuge dann bauen. Wenn ich das Fahrzeug jetzt servitiere, ich fahre ja dann wahrscheinlich zu Mercedes-Benz, ich sag mal, wenn die hier so ein Fahrzeug sehen, haben die ein Problem irgendwie. Ich glaube, die normale Fahrerhauskabine wird ja abgekippt, oder? Ja, genau. Also wir haben ja bei so einem integrierten Fahrerhaus den Zugang zum Motor über den Motordeckel. Wo ist der? Den sehen wir jetzt nicht hier, weil der Teppich da drüber liegt. Ja. Wir haben also hier das Feinsteinzeug bis vorne durchgelegt, ja, und hier liegt jetzt ein geketteter Teppich oben drauf, ja, sodass ich den Motordeckel jetzt nicht sehe. Ich könnte jetzt den Teppich wegnehmen und dann würde man den Motordeckel sehen. Ist das schwer? Oder? Nö, den kannst du jetzt Zeig mal. Den kannst du jetzt hochklappen hier. Ich will mal sehen, weil die Frage kommt relativ oft. Da sieht man Ja, schon. da fängt's Das ist halt der an mit dem Motordeckel. Motordeckel, ja. Das ist wie bei meinem T3 hinten, richtig? Ja, genau. Im Prinzip ist es so. Steckt ein etwas anderer Motor drunter, aber im Prinzip hast du recht. Darüber komme ich eben an den Motor dran, wobei ich heute hier oben gar nicht mehr so viel mache. Ich habe eine digitale Anzeige für einen Ölstand. Ich habe eigentlich alle Fehlermeldungen hier oben und sehr viel muss ich hier oben gar nicht mehr machen. Das ist ein erprobtes Fahrzeug, da gibt es eigene Videos, wie der gebaut wird. Es ist eine witzige Anekdote. Ihr habt einen Entwickler vom Actros, der sogar ein Fahrzeug bei euch selbst genommen hat, ja, der sehr, sehr zufrieden ist, und er hat sich letztendlich für euch entschieden, um aus einem Mercedes-Benz Fahrgestell ein Wohnmobil zu machen. Ja, genau. Das ist halt auch ein autoaffiner Mensch, sage ich mal, der technikbegeistert ist und dem das gefallen hat, was wir so machen. Und für ihn war schnell klar, dass er bei uns ein Auto bestellen möchte. Nebenbei hat er natürlich seinen Artego, den hat er als Basis noch am Band begleitet, wie er gebaut wird, bevor er dann zu uns ins Werk kam. Und bei uns hat er den Bau auch weiter begleitet regelmäßig, und das war schon ein super Erlebnis für ihn. Die volle Geschichte, ja. So eine Kleinigkeit, ein Bose Soundsystem ist mit integriert, das klingt auch richtig gut. Der Samsung-Fernseher, hier vorne ist der Center-Lautsprecher, und der Subwoofer, das habe ich im letzten schon gelernt, der wird wahrscheinlich hier sein. Auch wieder unterm Tisch, genau. Unterm Tisch, aber der ist ja nicht zu orten. Also insofern habt ihr euch für die weiße Variante entschieden. Gibt es den Bose in weiß? Ja, es gibt die Bose Lifestyle in weiß oder in schwarz. Da wir hier die weißen Korpus haben, war hier Hat's gepasst. die Wahl auf weiß gefallen. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, ich zeige mal ganz kurz nochmal diese Wand. Das ist ja praktisch eine getrennte Küche, wie sie auch so handelsüblich ist. In Amerika hat man öfter mal so Küchenblöcke, die man rausfahren kann, so aus der Seite. Das ist in Europa nicht so gewünscht, oder? Haben wir auch schon gemacht. Das ist eben auch Kundenwunsch. Ja. Hier ist es, wie ich vorhin schon sagte, dass der Kunde sagt, naja, wir brauchen zwar eine Küche, aber jetzt nicht so gigantisch. Und die ist ja schon groß. Ja. Wie du siehst, kann man hier auch einen schönen Gin mal machen. Und okay. ja, der Kunde hat hier halt Wert auf seinen Dampfgarer gelegt. Das ist eben von der Firma Gaggenau ein Dampfgarer, das ist krass. So wie er ihn zu Hause auch hat. Das heißt, er weiß... Das ist der gleiche. Das ist exakt der gleiche. Er weiß eben, wie die Bedienung ist und braucht sich nicht wieder neu darauf einstellen, sondern weiß genau einen Handgriff und weiß mit dem Gerät umzugehen. Ja? Und da ist eben der Wasseranschluss direkt dran und arbeitet genau wie zu Hause. So, das heißt, das war für euch jetzt auch keine große Herausforderung. Die Geräte haben ja Normmaß meistens, das heißt, also ihr kommt damit gut mit klar. War da irgendwas zu beachten oben drüber mit der Wärme, die ihr vielleicht entwickelt? Ja, genau. Das ist, wenn man die Klappe zumacht, sieht man, dass der Dampfgarer so ein bisschen vorsteht. Zeig das mal. Hätte ich jetzt vielleicht, wenn du mal die Klappe zumachst, Patricia. Siehst du, jetzt steht der hier so vor, der ist nicht voll integriert. Hätte vielleicht optisch auch ganz gut ausgesehen, wenn er voll integriert gewesen wäre. Geht aber nicht, weil er rundherum die Wärme abführt. Aber im Nachhinein muss man sagen, wenn man das so sieht, sieht es sogar interessant aus, finde ich, dass er da so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, wenn du es nicht erwähnt hättest, also ich hätte gedacht, hey, die haben das Gerät rausgestellt, weil es ein Hingucker ist, weil mit dem Glas, dem Edelstahl darunter, Gaggenau kennt man ja auch, das ist, ich bin ganz beeindruckt. Ja, Stehhöhe, wir haben drüber gesprochen, ja, gemein ist ja, hallo,
Gut, jetzt ist das der höchste Punkt wahrscheinlich, ja. Das heißt, das Bad ist der höchste Punkt im Wagen? Ja, genau. Du siehst hier oben wieder diese Dachschräge. Das heißt, dieser vordere Bereich ist niedriger als der hintere Bereich. Heißt, wir haben die Chance, hier vorne auf dem niedrigen Dachteil eben die Sattantenne zu montieren, ohne das Fahrzeug höher zu machen. Und bei einer Pkw-Garage bietet sich an, diese Dacherhöhung hinten zu haben, um dann eben volle Stehhöhe im Schlafbereich zu haben. Gut, und zwangsläufig ziehen wir hier das Dach dann im Badbereich hoch, wo ich dann eine gigantische Stehhöhe habe. Ja? Patricia, wenn du mal so lieb bist, den Schrank mal kurz aufmachst. Ich weiß nicht, ob wir den schon auf hatten. Denn nur mal gucken, was wir hier an Stauraummöglichkeiten haben. Hier kann ich zum Beispiel Kleider aufhängen, richtig? Ja, genau. Das ist eben auch, dass der Kunde gesagt hat, Mensch, ich möchte im vorderen Bereich meine Jacken aufhängen können, in der Nähe des Ausgangs oder Eingangs, und möchte zusätzlich vielleicht mal oben eine Tasche ablegen können. Ja, und so bespricht man das eben mit dem Kunden. Mensch, wie wollen wir es machen? Ja, mir reicht es, wenn ich da meine Sachen hängen kann und oben möchte ich was einlegen können. Und also mein Kleiderschrank übrigens in meinem 78 FX Morello. Ich habe nur einen, der ist ja sehr kurz und der ist genauso groß. Ja. Ich nehme an, hier gibt es noch einen, oder? Wir haben natürlich hinten im Schlafbereich dann noch einen Kleiderschrank oder noch 2 Kleiderschränke und zusätzlich gleich im Badbereich noch einen weiteren Schrank. Ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Man nimmt ja einiges mit. Und das sind ja auch getrennte Sachen. Hier habe ich vielleicht Jacken drin, hier habe ich vielleicht Wintermäntel drin und so weiter. Ja. Krass. Die Tür, die du jetzt anfasst, Patricia, achte mal drauf, die hat eine Doppelfunktion. Warte mal, nix sagen. Ach ist das so. diese Tür? Ich sag nur, der Magnet? Das ist diese Tür, ja. Nein. Das ist die Tür? Ja. Erklär mich auch. Jetzt schau dir die Tür an. Warte mal. Seitlich mal hoch. eingefasst in Holz, in dieser Asteiche, satiniertes Glas. Das macht vom Anschauen her schon Spaß, finde ich. Wenn du die Tür in der Hand hast und das Gewicht dieser Tür spürst, das macht einfach Spaß. Da fühlst du die Qualität. Und ich finde es einfach schön, so was Schweres, was Sattes in der Hand zu haben. Und wir fragen gleich mal die Patricia. Liegt die gut in der Hand, die Tür? Die ist so richtig schön satt, oder? Ja, also sehr robust auf jeden Fall. Also selbst, glaube ich, wenn ich mal dagegen renne, wenn ich irgendwie zu viel Gin hatte, das hält das aus. Ja, so sollte es sein. Ja, und, Ach, die hat eine Doppelfunktion. Ah, ja. Jetzt die Doppelfunktion, wo ich sage, dahinter, ich bleib mal hier auf dieser Seite, hast du jetzt das WC. Das Klo. Da vorne ist es von Dometic, Schiffstechnik. Festtank hier. Festtank ist hier eingebaut? Ja, hier ist es eben dieses System, wo wir es schaffen, Ja. die Toilette direkt über dem Tank zu platzieren. Und somit brauchen wir hier keinen Zerhacker. Wir haben eine ganz normale Wasserspültoilette, wo ich über einen Fußhebel dann die Kugel hier öffne. Und jetzt gucke ich im Prinzip bis auf den Tankboden. Ja, das heißt, das ist eine so simple Technik, da kann sich nichts zusetzen oder irgendwie verschmutzen. Und Plumps. Das funktioniert. Ne, Plumps ist es ja nicht, weil sie ist ja zu. Und normalerweise, wenn die Wasserpumpe an ist, hast du jetzt hier einen Wasserspiegel drauf, Ja, und der den Geruchsverschluss bildet. Und das ist einfach ein super... Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, das Siphon ist gleich oben drauf. Genau, das Siphon ist oben drauf und dichtet eben ab. Und ich habe einen Wasserspiegel drauf und ein wasserverbrauchsarmes System, super leise, weil ich keine Geräusche habe. Stromverbrauch habe ich nicht wie beim Ich habe Zerhacker. das noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist praktisch noch einfacher und es kann überhaupt nicht kaputt gehen. Also man hört ja öfter mal vom Service, was man so alles in den Zerhackern findet. Das ist, ich glaube, wir können ein Buch draus schreiben, oder? Das ist das Problem. Und wann geht so ein Zerhacker kaputt? Meistens Weihnachten, wenn ich keinen Monteur bekommen kann. Das heißt, ich muss dann selber Hand anlegen und da irgendwas Ich habe einen zweiten gekauft, der liegt schon bei mir hinten drin. Ich habe eine Klappe, da kann ich ihn reinmachen. Bloß das Schlimme ist, wenn du den kaufst, du brauchst ihn nie. Ja, das also Versicherung. Also kauft man am besten einen, ja. Ja, genau. Dann geht es auch nie kaputt. Ich zeige gleich mal eine Sache, denn der Heiko hat sich öfter mal eingebracht, aber ich würde gerne mal kurz um die Ecke gucken. Der Schrank hier, mach ihn mal auf, bitte, Heiko. Hier hast du halt einen kleinen, wenig tiefen Schrank, um ich sag mal, ein Haarspray, ein Duschgel unterzubringen. Grund dieses Schrankes ist, um diese Wand zum Beispiel steif zu kriegen. Ja? Ich konnte hier nicht einfach nur eine reine Wand bauen, weil die geflattert hätte. Also muss hier eine Kante her und muss
muss eine Strebe her, um diese Wand zu halten. Das ist das große Thema, oder? Genau, und somit haben wir gesagt, warum kein wenig tiefe Schrank? Da kann ich Tempos unterbringen, da kann ich alles mögliche und ist Gold wert. Ich habe eine Mundspülung, eine elektrische, die besonders hoch ist. Die passt da genau rein. Da würde mir schon was einfallen. Und hier habe ich 2 große Schränke. Mach mal auf, bitte. Das ist dann eben und die Klimaanlage da oben. Haha. Das ist auch noch ein Klimaaustritt, genau. Ja. Das ist jetzt in dem Fall ein Wäscheschrank, wo der Kunde, ich sag mal, Handtücher oder vielleicht auch... Boah, ist der riesig. Ja, guck mal, und das macht doch Spaß, da jetzt noch ein paar Sachen unterzubringen, ja? Ja, und das Schöne ist, du kommst auch immer gut ran. Also es ist nicht irgendwie versteckt oder ich muss mich bücken oder keine Ahnung. Das mit dem Holz, es sieht aus wie massiv. Wirklich. Auch da, schau dir das Furnierbild an. Ja, das läuft von oben, selbst von der Blende, die da oben siehst, ist das Furnierbild übertragen. Das heißt, wir trennen da die Möbelplatte durch und ziehen dann eben das Furnier komplett einmal durch. Das heißt, ich muss mir vorher schon überlegen, aha, kommt oben eine Blende hin, was brauche ich? Das Furnierbild ist aber nicht wieder zu finden in der Jalousie, oder? Nochmal. Nein, also gut, das war ein Scherz. Das kriegen wir jetzt nicht, weil... Da unten, da ist wahrscheinlich die alte, oder? Genau, da ist jetzt so ein Wandkonvektor von der Alde-Heizung und in der Kombination eben mit der Fußbodenheizung schafft das eben diese wohlige Wärme und gleichmäßige Wärme und nicht punktuell. Ist das hier auch Feinsteinzeug? Auch das ist Feinsteinzeug, ganz normal verlegt, beziehungsweise mit einem Kleber, oder? Ja, der Kleber ist nicht so entscheidend, die Fuge ist entscheidend. Ja. Da wissen wir halt aus Erfahrung, was da richtig ist. Wir verraten mal nicht, was es ist. Okay, habe ich das verstanden? Danke, ja, hast du sehr gut verstanden. Sehr schön. So, das ist eine Eigenentwicklung von dir. Ich zeige mal gerade da ist sie, die Patricia. Guten Tag. Und hier, ja, da hast du dir was überlegt, denn das sollte aussehen wie ein Stück Stahl, was, ich sag mal, Industriecharakter und so weiter hat, aber es ist aber kein Stahl. Nein, das ist kein Stahl, weil das wäre vielleicht nicht ganz so geschickt. Es würde hier rosten im Badbereich. Das ist halt eine Rostoptik, ja, aber die rostet halt nicht weiter. Das ist, ja, ich sag mal, ein Kunststoff, wenn man so sieht. Aber es sollte halt wie eine rostige Stahlplatte aussehen. Und ganz edel. Die ich irgendwo im Hafen gefunden habe und da kommt jetzt das Wasser raus. Ja. Hier vorne habe ich einen tieferen Schrank. Was ist da vorne drin? Was ist da? Was liegt da? Da rechts unten? Ach, das ist eine Abdeckung, die lose eingelegt wird, um dann die Duschtür zu fixieren. Ach, zeig mal bitte. Das ist ein schönes Detail, weil die geht öfter mal auf. So während der Fahrt wird die fixiert. Während der Fahrt musst du die fixieren und setzt hier dann eben dieses Teil rüber und dann ist die gesichert während der Fahrt. Die ist bombenfest, oder? Die ist bombenfest. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das irgendwie mit einem Hebelchen und irgendwie besser wäre, aber dies funktioniert und ist todsicher. Zeig mal bitte, wenn du die mal kurz abnimmst. Die sieht aus, als wäre sie aus dem ganzen Stück gefräst. Ja, genau. Das ist halt auch ein Mineralwerkstoff, der eben wie so eine Waschtischplatte auch ist. Und ja, ist einfach schön auch anzuschauen. Und habe ich noch nie gesehen. Also das Schlimme ist, jetzt wo wir es zeigen, jetzt werden wahrscheinlich alle so wie ich werden es nachbauen, aber es ist gar nicht so einfach. Du musst ja auch das Werkzeug dafür haben. Ja, klar, das musst du haben, das haben wir natürlich und sowas können wir, ja. Ja, die Dusche mal wieder eben. Genau, die Dusche auch hier ebenerdig. Das heißt, wir haben rundherum den Ablauf. Ja. Diese Platte in der Mitte kann ich herausnehmen und darunter befindet sich der eigentliche Ablauf. Das heißt, damit ich das sauber machen kann, kann ich die Platte herausnehmen. Ist eine Eigenkonstruktion, die wir für uns machen lassen und ja, die wir nach unseren Vorstellungen haben fertigen lassen. Sag mal, wenn ihr hier irgendwas baut, ja, ihr seid ja innen extrem modern. Habt ihr schon mal die Kollegen ab und zu mal hier, die mal gucken, was ihr macht so? Ja, das kommt schon mal vor. Liebe Kollegen, habt es viel einfacher, ihr müsst nur das Video gucken. Ja, genau, deswegen halt nicht so genau drauf. Das war Spaß. Nein, nee. alles gut. Denn es ist ja auch so, man hat ja auch einen Vorsprung, muss man sagen. Ich meine, wenn das jetzt einer sieht, der muss es ja erstmal nachmachen. Und mit der Fertigungstechnik, ich glaube, man muss auch immer up-to-date bleiben, was die Maschinen angeht. Also gerade, ich habe gehört, ihr macht die Seitenwände selber. Ja, wir pressen die Seitenwände komplett selber. Das heißt, wir können bis zu 16 Meter Gesamtlänge pressen. Und das ist ein Know-how, was natürlich auch in den ersten Jahren ja erst entwickelt werden musste und wo man auch... Gerade Wände, da kommt es ja schon... Ja, genau. Welchen Kleber verwende ich, welchen wende ich nicht. Genau, das ist so ein Haken.
Und wir haben einfach den Vorteil, dass wir relativ schnell sind in der Umsetzung, weil wir haben kurze Wege. Ja? Und wenn man Kunden hat, was viele Unternehmer sind, ich sag mal, der eine kommt aus dem Sanitärbereich, der nächste ist im Elektrobereich unterwegs, die haben natürlich auch spezielle Anforderungen und die setzen wir dann natürlich gerne um. Zusammen. Achso, das sind meistens Handwerker, du kannst ihm nicht irgendwas erzählen, der kennt sich aus, oder? Das ist das Interessante. Der eine weiß einfach, was Holz ist, der erklärt dir das Furnier hoch und runter. Der nächste macht Elektrotechnik, der nächste hat, wie gesagt, mit Sanitär zu tun und denen kannst du nichts erzählen. Ja? Ihr habt wirklich viele Selbstständige in der Kundschaft? Ja, wir haben viele Unternehmer, die sagen, Mensch, ich möchte meinen Traum erfüllen und ich möchte mit so einem Fahrzeug unterwegs sein, um einfach frei zu sein und um unterwegs dann auf nichts zu verzichten. Ne? Patricia, wenn du mal kurz in die Dusche gehst, bitte, und am besten machst du die Tür mal zu. Klappt das noch? Gut, das wäre eigentlich jetzt andersrum richtig gewesen. Es geht bei der Patricia. So, und ich gehe jetzt mal hoch. Ihr folgt mir bitte nicht, wegen den Abständen. So, und da ist die Patricia. Ich zeige es mal gerade wegen der Raumhöhe. 1,67 Meter. Du kommst oben dran? Ha! So, das ist die höchste Stelle im ganzen Fahrzeug, ist quasi das Bad und der Übergang von Küche zu Bad. Da habe ich die höchste Raumhöhe, aber das tut dem Fahrzeug unglaublich gut. Was mir auffällt, die Tür, das sieht aus wie eine Architektentür von der Höhe her, denn ich habe gar keinen Rahmen. Der ist, ja, ein bisschen, aber er gibt euch größte Mühe, das Ganze sehr, sehr schlicht zu machen. Ja, da kommt wieder unser Stil durch, ja, unsere schlichte Eleganz, so nenne ich es immer. Und das finde ich hier bei der Tür wieder, das finde ich beim Rahmen wieder, das finde ich bei der minimalistischen Handgriff hier wieder. Da kann man sich auch Stunden auswählen, gerade die Armaturen, ja, ich sag mal, das könntet ihr auch machen. Da schlagt ihr was vor? Ja klar, also das sprechen wir mit dem Kunden ab. Der eine will dann von Dornbracht eine Armatur haben, der nächste von Steinberg, Hans Grohe haben wir gesehen. Das ist eben, hier kann jeder Kunde wählen, was er möchte. Der eine hat Lust auf geradlinig, kantig, der nächste sagt, nee, lieber rund und ja, so passen wir es an. Toll. So, jetzt... ich zeige mal eine Kleinigkeit. Hier vorne ist der Klimaanlagenausströmer in weiß. War der weiß zu kriegen? Nee, der wird dann von uns lackiert, dass der hier in dem weißen Möbel nicht so ganz hervorsticht. Ja? Ich habe es befürchtet, deswegen habe ich dich ja gefragt, ja, denn der ist wirklich weiß lackiert worden. Ja, der ist von uns weiß lackiert worden, damit er sich schön integriert. Sag mal, das Fahrzeug steht im Moment auf Hubstützen, jetzt im Moment? Das Fahrzeug ist abgesenkt in der Luftfederung und wird dann eben auf Hubstützen gestellt, damit es nicht wackelt. Und Hier wackelt nichts, oder? Nein, ich merke nichts. Also bei mir wackelt es ein bisschen, die Hubstützen sind ein bisschen dünn und wenn man seitlich wackelt, schwingt es ein bisschen nach. In deinem Fahrzeug? In meinem Fahrzeug, ja. Okay. Der Nachteil ist, wenn das einer ganz vorne macht, ist der Hebel viel größer nach hinten. Das heißt, also überträgt sich genau 1:1. Es macht ungefähr 3-4 Millimeter aus. Mich stört das nicht, weil ich schlafe wie keine Ahnung. Auch meine Frau, die wacht sofort auf. Ja, das ist so. Aber hier die Hubstützen, das ist ja krass. Nein, der steht super fest und da bewegt sich gar nichts. Das Gewicht von dem Fahrzeug insgesamt? Wir haben hier 15 Tonnen im Leergewicht und 18 Tonnen im zulässigen Gesamtgewicht. Und zusammen mit dem Smart nachher 16 Tonnen. Also als zusätzliche Zuladung habe ich noch 2 Tonnen. So, das ist jetzt kein typisches Wohnmobil-Design. Das fällt mir direkt mal auf. Das heißt, es sieht eher aus wie so ein Apartment, wo ich jetzt hier drin bin. Und auch die Optik, ich fühle mich gar nicht wie ein Wohnmobil. Ja, so soll das eben sein. Wir haben eben hier sehr hochwertige Komponenten verbaut und wenn ich die Schrankanlage, die Hängeschrankanlage ansehe, das macht doch einfach Spaß zuzuschauen. Auch hier wieder dieses durchgehende Furnierbild, aber bei einem Echtholz, nicht bei einem Kunststoffteil. Ja? Und das erfreut die Kunden und wenn du dann Kunden hast, wie dieser Kunde zum Beispiel, das ist jemand, der Ladenbau betreibt. Das heißt, ein Ladenbauer. Ja, er weiß. Dem machst du gar nichts vor. Dem machst du gar nichts vor. Und der guckt hinter die Kulissen, der fasst die Oberflächen an, der fasst die Möbelwände an und sagt, Mensch, ganz, ganz toll, was ihr da macht. Das ist eben das, was Freude macht, wenn du so eine Rückmeldung kriegst. Wie hast du das denn gelöst mit der Klimaanlage hier?
mit der Split-Klimaanlage, dass du hier eine andere Temperatur regeln kannst. Ist das über den Lüfter gelöst und Temperatursteuerung oder wie läuft das? Nein, also du hast zwei getrennte Anlagen. Du hast zwei getrennte. Eine für den Schlafbereich und Bad? Genau, du hast hier oben hinter dir im Kleiderschrankbereich, im oberen Bereich, hast du einmal den Verdampfer, der hier hinten und im Bad eben runterkühlt. Ja. Und die zweite Anlage ist eben vorne im Wohnbereich, Verdampfer über den Hängeschränken. Und so habe ich zwei getrennte Anlagen mit jeweils Kompressor unterm Fahrzeug, Verdampfer im Fahrzeug. Okay, das heißt im Prinzip die Anlagen, so wie man sie kennt zu Hause, das sind diese Splitzanlagen, bloß halt versteckt und wahrscheinlich ganz anders. Aber sie funktionieren hervorragend. Ihr habt die getestet? Ja, klar, die haben wir getestet, die bauen wir halt selber schon seit mehreren Jahren. Auch da muss man sich natürlich reindenken und nach weiterentwickeln. Aber wir haben jetzt einen Stand erreicht, der wirklich super ist. Und das ist eben wie so eine industrielle Anlage von zu Hause, aber eben für ein Wohnmobil umgearbeitet, sodass wir es schön im Möbel integrieren können und vor allen Dingen auch, dass es technisch funktioniert. Ja, ich muss ja immer gucken, wie komme ich mit dem Stromhaushalt auch klar. Und das funktioniert hier super. Ja, der Schrank machen wir bitte auf. 2 Stück gibt es und noch jede Menge andere Schränke. Ich nehme an, dass die hier auf der Seite ein bisschen weniger tief sind. Ja, das sind jetzt die Hängeschränke, wo ich weiß nicht, ein T-Shirt reinlegen kann, Unterwäsche vielleicht. Ihr müsst keinen Vollkorpus machen, weil ihr ja diesen Teppich dahinter habt. Das ist echt gut gemacht. Sieht ganz edel aus. Mhm. Außerdem ist es so, dass er eben hinterlüftet ist, sodass ich eine Zirkulation habe. Ja, und da ist das nur eine Blende auf der Seite? Das sind an der Stelle nur Blenden. Das ist etwas, was meiner Meinung nach richtig ist, um nicht den Raum noch kleiner zu machen. Ja, ich kann jetzt natürlich diese Schränke vorziehen und auch noch 20, 30 Zentimeter tief bauen. Würde mir hier im hinteren Bereich nicht gefallen, weil es vielleicht den Raum drückt. Ja, und, gut, es sind 2 Meter weniger hier bei dem Fahrzeug, 1,50 Meter? Wir haben 10,60 Meter, um genau zu sein. Das heißt, gegenüber dem 12 Meter, 1,40 Meter weniger, ja. Der Preis ist ja deutlich anders, schon mal knapp 500.000 weniger. Das muss man so sehen. Trotzdem, gemein ist, dass du mir zuerst das eine gezeigt hast und dann das andere. Das war dein Vorschlag. Wir wollten zuerst den 12 Meter. Wollten zuerst den 12 Meter, ja. Sag mal, die Qual der Wahl, wie geht man denn da vor? So, ist natürlich super eine Messe. Sag mal, die Leute, ist das Fahrzeug hier schon übergeben an den Ladenbauer? Nein, er wird... Heute ist Montag, richtig. Er kommt morgen und schaut sich das Fahrzeug hier an. Also er hat es so komplett noch nicht gesehen. Kann sich das heute Abend schon angucken? Genau, kann sich das heute Abend schon mal... Oh, das ist natürlich... ich möchte eigentlich sein Gesicht sehen, wenn er das Fahrzeug sieht. Also wäre das gut, wenn er das nicht schon irgendwo vorher sieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er YouTube nicht jetzt direkt schauen wird heute Abend. Nee, ist das morgen früh da. Ah, okay. Weil wir hatten den Break eben hinten bei der Garage. Okay. Das muss er einmal schneiden. Ja. Also wir werden eins machen, ich stelle es ein auf geplant, wann, 10 Uhr? Ja, ich weiß nicht, wann er aufläuft, aber ich denke schon, dass er nicht morgen früh direkt schauen wird. Aber da möchte ich echt sein Gesicht sehen. Er kennt es nicht, fertig. Er kennt das Auto nicht, er war zwischendrin während der Bauphase natürlich da. Achso, er kennt es nur im CAD, wie es aussieht, oder? Im CAD kennt er es, er kennt verschiedene Steps in der Bauphase, heißt den Rohbau hat er gesehen, die Lackierung hat er schon gesehen. Aber so das komplett fertige Fahrzeug hat er noch nicht gesehen. Und das ist natürlich das Aha-Erlebnis nachher. Aha. Stell dir mal vor, du hättest das Objekt jetzt hier geplant vor rund 1,5 Jahren? Ja, genau. Müsste ich jetzt überlegen, aber es ist ca. 18 Monate her, ja. 18 Monate hättest du gebraucht. Und du wirst morgen hier vorbeikommen und kriegst das Ding und sagst dem Besitzer, hör mal zu, wir haben ein Video erstellt, 1 Stunde und 30 Minuten über dein Fahrzeug, was eins der schönsten Wohnmobile ist in ganz Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, weil ihr habt eins geschafft. Ihr habt mich jetzt begeistert, weil ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin 52, bin noch nicht so der ganz cremeweiße Typ, ja, aber mit diesem Eiche plus Weiß plus ist der Hammer. Das heißt, ihr habt eine Symbiose geschaffen aus Gemütlichkeit und Moderne. Das ist eben das, worauf man echt aufpassen muss.
wenn du jetzt dieses Fahrzeug komplett in Eiche gebaut hättest, das heißt auch den Korpus in Eiche gebaut hättest, wird das lange nicht so wirken, wie es jetzt hier rüberkommt. Und konsequenterweise ist der Korpus hier in Schleiflack weiß und Klappen und Türen eben in dieser Asteiche. Ja. Das ist der Korpus, richtig? Das außen. ist der Korpus, genau. Und die Klappen und Türen sind eben in dieser Asteiche. Und das macht jetzt diese Spannung aus, dass diese Kombination aus diesem Weiß mit dieser Eiche. Und jetzt kommt's. Angenommen, du würdest nach 10 Jahren sagen, mein Gott nochmal, ich könnte mir auch dunkelrote Klappen vorstellen oder gar silberne. Dann nimmst du alle Klappen raus, alle Türen raus, lackierst die in dunkelrot oder in silber und du hast ein ganz anderes Auto. Also mit relativ wenig Aufwand. Das ist einfach... Eiche war mal so verpönt, ja. Und das war so schade, dass sie weg war. Gut, sie war auch Eiche, rustikal, dunkel. Das hier ist jetzt Natur. Ihr habt das nur geölt oder was habt ihr denn gemacht? Nein, das ist... es sieht so aus wie geölt und gewachst. Das ist aber lackiert. Echt? Mit einem speziellen Effekt. Genau den wollten wir erreichen, dass die Klappe eben aussieht wie geölt und gewachst. Aber wir müssen natürlich einen gewissen Schutz haben. Das heißt, Fühlt sich wie an? Mach mal bitte. Das fühlt sich An wie echtes Holz. Ja, ich wollte gerade sagen, wie echtes Holz. Ja, das nennt sich Naturholzeffekt. Ja? Und das wollten wir eben genau erreichen, aber wollten es auch schützen. Das heißt, wenn der Kunde ein Rotweinglas auf den Tisch stellt, muss es möglich sein, diesen Rand auch noch abzuputzen. Ja? Das geht normalerweise gar nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt Öle habe, Rotwein, ich habe selber Eiche bei mir auf der Dono. Kennst du die? Rolf-Benz Dono? Ja, ja. Die hat außenrum, haben wir Eiche massiv gemacht. Das kannst du abschleifen. Das kriegst du aber nie wieder raus. Siehst du, und das ist das Schöne hier. Das brauchst du nicht abschleifen. Du kannst es einfach abputzen durch diese Beschichtung. Schnell abputzen oder habe ich Zeit? Nein, ich habe Zeit. Es ist wie ein Lack. Es ist ein Lack drauf. Also der Rotwein würde eher antrocknen als einziehen. Also du kannst von mir aus 3 Tage warten. Aber ihr habt es geschafft. Ihr habt das geschafft, einen Lack zu produzieren, der aussieht wie geölt und bei einem echten Holz. Ja, genau. Das war eben die Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, so soll es aussehen. Wie können wir die Oberfläche schützen? Und die Belastbarkeit hier, wie dick ist denn da hier das Furnier ungefähr bei dem Tisch? Das ist jetzt hier 2 mm. Ja, schon ordentlich. Und das ist schon für ein Furnier sehr ordentlich. Ja. Und ich zeig mal gerade so kleine Details hier. Das ist ja jetzt hier furniert, ja. Ja, aber das ist eine Massivholzkante. Das ist massiv. Oh, ich dachte schon. Das ist eine Massivholzkante Dankeschön. mit noch Furnierschicht. Ich habe gedacht, ihr hättet die Möglichkeit, auch das zu faken, ja. Aber das habt ihr einfach mal, ist ja viel einfacher. Das wollen wir nicht faken, das wollen wir so darstellen. Und ja, ich finde, sieht schon nett aus. Schichtholz, ja, klasse. Also ich bin ganz begeistert. Gut, 1 Million. Das ist natürlich das, was viele dann runterschreiben werden. Kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema, wer kauft so ein Auto? Wir haben eben noch mal kurz darüber gesprochen, das ist jetzt ein Unternehmer. Das sind aber Leute, die teilweise nicht nur 8 Stunden gearbeitet haben am Tag, oder? Ja, genau. Das ist genauso, wie du sagst. Und deswegen finde ich das super interessant. Und ich freue mich, dass sich Leute sowas gönnen dürfen, gönnen können. Weil das sind wirklich Personen, die Arbeitsplätze schaffen, die sehr viel Zeit investieren, damit ja natürlich auch sie irgendwie Geld verdienen, aber auch ihre Mitarbeiter Geld verdienen. Und der Unternehmer hat sicherlich auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht. Vielleicht mehr als der, ich sag mal, arbeiten geht und sagt, naja, nach Feierabend ist Feierabend. Und der hat jetzt die Chance, sich seinen Traum zu erfüllen und zu sagen, ich möchte mir das leisten. Ich habe Spaß daran, ich möchte mir das leisten, ich kann es bezahlen. Und Heiko, darf ich dir noch einen Hinweis geben? Es gibt einen, ich sag mal, ein Killergrund, ein Wohnmobil als Unternehmer zu kaufen. Weißt du welchen? Wir können schlecht Urlaube planen. Das ist echt ein Riesenproblem. So ist ich habe ein Kind, einen 8-jährigen Sohn, und du weißt nicht als Unternehmer, ob du den 4 Wochen Urlaub, den du gebucht hast, nehmen kannst. Sodass wir teilweise, ist jetzt kein Scherz, also du hast eins gesagt eben, Patricia, was ist das Wertvollste auf der Welt? Urlaub. Ja, also eines der wertvollsten Sachen, das stimmt. Zeit zu haben. Ja. Zeit für sich und Zeit für auch die Familie oder auch Freunde. Und es war jetzt so, dass wir gestartet sind, das war jetzt auch die Zeit von Corona, wir sind losgefahren und haben eine Filmreise gemacht, sind gestartet, und als wir losgefahren sind, wussten wir nicht wohin. Wir wussten auch nicht, wann wir genau zurückkommen. So, und das geht bei einer Pauschalreise überhaupt nicht.
Ja, genau. Und das lässt eben die Möglichkeit dann zu, dass der Unternehmer sagt, habe ich jetzt 4 Wochen oder muss ich vielleicht doch eine Woche eher zurück, weil irgendwie im Betrieb was los ist, wo ich gefordert bin, dann fährt er zurück. Oder auch am Wochenende sagt er, Mensch, der Termin am Freitag ist abgesagt, lass uns Freitag schon losfahren. Montag habe ich auch noch frei, wir machen Freitag bis Montag. So spontan kann ich kein Hotel buchen, weil die alle reserviert werden müssen im Vorfeld. Das schaffe ich so gar nicht. Ja? Tiere, Hunde, ein ganz großes Problem. Nächstes Thema, absolut frei. Ob jemand sagt, ich habe hier 2 Hunde da drin oder nur einen oder gar keinen, das ist alles frei möglich. Und ich habe mein Zuhause, ich habe meine Matratze dabei, wo ich weiß, ich schlafe gut. Und viele Unternehmer erzählen mir auch davon, dass sie, wenn sie geschäftsmäßig unterwegs sind, viel im Hotel unterwegs sind, das Problem haben, wenn ich jetzt in der Freizeit im Urlaub auch noch im Hotel bin und morgens aufwache, dann weiß ich gar nicht, ich gucke unter die Decke und sage, oh, was ist denn jetzt Geschäft oder ist Freizeit? Ich bin erstmal irritiert. Hier weiß ich im Wohnmobil, das ist meins, ich bin zu Hause, ich fühle mich wohl und das ist meins. Es ist alles in Ordnung, es ist Freizeit. Ja, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, es ist so ordentlich hier, dass ich überhaupt keine Lust hätte, eine Unterhose oder ein paar Strümpfe hier liegen zu lassen oder irgendwas. Es ist, ich kann mir das überhaupt nicht unordentlich vorstellen. Wenn du bei mir ins Wohnmobil kommst, also ich räume das immer auf, wenn ich alleine bin, dann stehen da die Ladegeräte auf dem Tisch, da sind da die, und ich werde eins machen heute Abend, das verspreche ich dir, wenn ich ins Wohnmobil komme, ich räume es jetzt erstmal richtig auf, ja, okay. Weil ich glaube, dann sieht das viel schöner aus, wie es jetzt im Moment aussieht. Ja gut, es wäre schlimm, wenn wir jetzt hier auf der Messe eine Unterhose irgendwo auf dem Boden Nein, das meine ich jetzt nicht. Das kann ja nicht sein. Nein, ich sagte nur, weil das hier ist ja jetzt so der Möbelhauseffekt, ja. Ich meine, hier steht nichts rum mit allem drum und dran. Ich habe ganz viele Wohnmobile gefilmt, die sehen immer so aus, ja. Aber es gibt ja auch Leute, bitte. Aber vielleicht ist es auch so, dass dieser aufgeräumte Charakter, den wir hier haben, dieser schlichte Stil, den wir hier haben, vielleicht auch den Kunden animiert, das so durchzuziehen und auch seine Unterhose wegzuräumen. Ich lasse das mal so stehen. Wir gehen mal raus, machen die Abmoderation. Und du weißt aber, was ich meine. Also wenn man sich so ein bisschen gehen lässt, du gehst am besten mal vor. Ja. Draußen warten viele Leute, wollen sehen. Patricia, hat es dir gefallen? Die Maske? Denk die Maske. Ja, also war super, super interessant, super schön. Ich weiß nicht, ich war ja schon sprachlos von dem, was wir vorhin gedreht hatten. Du fandest aber auch die Knaus ganz toll. Ja, ich weiß. Ich finde hier irgendwie Weinsberg toll. Ja, ich weiß. Also ich glaube, den Kastenwagen toll. Ja, ich gebe es zu. Ich werde hier, glaube ich, nichts finden, was ich nicht toll finde. So, du hast aber eins gemerkt, Camping kann man ganz klein beginnen, mit ganz wenig Geld. Man kann aber auch seinen Traum erfüllen, wie dieses Haus hier auf Rädern. Ja. Es ist alles möglich. Ein kleines Detail, schieb mal gerade hier diesen Stuhl ein bisschen nach links. Drehen wir nach links. Warte, ich mach's gerade. Hier ist nämlich ein kleines Detail, hier steht ein Schirm. Und sie haben tatsächlich den Schirmhalter noch designt. Und der ist genau da, wo man ihn erwartet, nämlich in der Tür. Da ist der Schirm, guckt euch das an. So, wir kommen raus. Heiko, jetzt kennen wir uns noch nicht so lange. Und ich weiß schon viel über die Philosophie eurer Firma. Das heißt, ihr seid kundennah. Richtig. Ihr hört den Kunden wahrscheinlich mehr zu, als wie ihr redet? Ja, ich finde, so muss es sein. Wenn man zusammen so ein Projekt realisiert, ist es einfach wichtig, den Kunden zu hören. Er muss uns erzählen, was er vorhat mit dem Auto. Er muss uns erzählen, wie er darin leben will, wie will das Auto bewegen. Ja? Und das ist einfach wichtig, um dann das richtige Fahrzeug mit ihm zusammen zu bauen. Wichtig ist ja auch die Menschen, die dahinter stecken. Mag ich die? Du bist jetzt wie lange schon dabei im Unternehmen Mario Mobil? Ich muss mal eben überlegen, das sind jetzt 22 Jahre. Was? Ja, so lange bin ich dabei und habe seinerzeit meine Diplomarbeit dort geschrieben und von dem Tag an bin ich dort. 22 Jahre? Genau. Ich muss sagen, du gehst auf die 50 zu, du siehst nur jünger aus. Ja, das liegt jetzt an der Maske. Nee, es war Spaß. Das heißt, du kennst das Unternehmen. Wie viele Leute arbeiten da? Es sind insgesamt 60 Personen, die jetzt diese Fahrzeuge erschaffen. Das heißt, ihr kennt jeden Vornamen von den Mitarbeitern? Selbstverständlich. Wir kennen nicht nur den Vornamen von den Mitarbeitern, wir kennen auch jeden Kunden persönlich, jeden einzelnen Kunden. Wir haben eine extreme Fertigungstiefe, somit haben wir sehr viele Gewerke bei uns im Betrieb, über einen Schlosser, über einen Lackierer. Ich komme vorbei. Wir machen das so. Ich gucke mir das Ganze mal an. Das wäre schön. Dann komme ich mal zu. Ich schaue mal hinter die Kulissen von Vario Mobil, einer Schmiede für
Wohnmobile, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, klar, es ist ein Luxuswohnmobil, aber es ist eigentlich auch so ein bisschen wie ein Porsche. Den sehe ich ja nicht als Luxussportwagen, sondern das ist ein technisches Meisterwerk. Das ist Ingenieurskunst. Ja, genau. Und das soll es eben sein. Was ist Luxus? Ja, also wir haben keine Strasssteine an den Wänden oder auf dem Boden, sondern wir wollen Auf Wunsch ging das auch. Natürlich geht auch das, aber wir wollen ein High-End-Wohnmobil bauen, was qualitativ sehr hochwertig ist. Und das eben auf vernünftigen Chassis mit vernünftigen Komponenten und Im Prinzip wie Makita oder die Hilti unter den Wohnmobilen. ja, wenn man das so nennen will, ja. Ja, nee, das ist für mich hier Inbegriff, das funktioniert. Also ich habe dort einen Abbruchhammer von Hilti auf Akkubasis, den will ich nie wieder hergeben. Liebe Hilti-Leute, ihr habt was Tolles gebaut. Ich habe nämlich letztes Mal abgerissen. Aber ich kaufe mir da auch nicht irgendeinen Schrott, weil ich weiß, es funktioniert. Es wird funktionieren und der Werterhalt, kann ich mir vorstellen, die sind sehr gesucht. Gibt es viele Gebrauchte? Ja, schon mal ab und zu. Es ist so, dass viele Gebrauchte sehr, sehr schnell weggehen. Ich habe in der letzten Woche gerade ein Fahrzeug übers Telefon verkauft. Unter der Hand quasi. Was man sehr, sehr ungern macht, obwohl der Kunde es nicht gesehen hat, nicht gefahren hat, hat er das Fahrzeug so gekauft. Ein gebrauchtes Fahrzeug, 3 Jahre alt, 380.000 Euro. Gut, im Moment muss man sagen, ist jetzt die Zeit von Corona, die Leute sehen das. Ihr habt ja einen hohen Vertrauensvorschuss. Auf dem Campingplatz wird erzählt. Ihr habt auch noch jemand, der fährt ein Variomobil, der Videofilme macht auf YouTube, Genau. der unglaublich gerne darüber erzählt. Das Fahrzeug ist nicht ganz neu. Richtig. Er fährt damit durch die ganze Welt und macht Werbung für euch, aber ihr zahlt ihm nichts dafür, oder? Nein, überhaupt nicht. Der Hartmut Konrad ist einfach ein fantastischer Mensch, der Lieber Hartmut Konrad, ich gucke alle deine Videos. Ja, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ja. Ich mag ihn wirklich sehr, weil er macht das mit Herzblut. Er macht das absolut toll und aber aus freien Stücken, absolut freien Stücken. Und das finde ich umso beeindruckender. Und das kommt auch in der Community unheimlich gut an, weil die sagen, das ist reell und da ist nichts gespielt, nichts finanziell unterstützt, gar nichts. Das macht der Hartmut einfach nur so. Ja, sagt Heiko Hülsmann von der Firma Vario Mobil. Und wenn Sie Lust haben, ja, fahren Sie am besten mal vorbei. Sie sind herzlich eingeladen, hat der Heiko gesagt, ja, die Werksbesichtigung mal zu machen. Ihr habt wahrscheinlich das eine oder andere Fahrzeug auch bei euch ausgestellt, oder? Ja, wir haben natürlich eine große Ausstellung, wo verschiedene Fahrzeuge zu zeigen und zu sehen sind. Aber auch die Produktion ist gerne anzuschauen, weil das macht echt schon Spaß, wenn man sieht, wie die Fahrzeuge entstehen. Und das ist eigentlich selten der Fall. So, ich zeige ein kleines Detail, bevor wir Tschüss sagen. Der Stand ist komplett offen. Dazu habt ihr euch entschlossen. Das heißt, es gibt, ich sage mal auch Hersteller, die sperren ab, aber mittlerweile immer weniger, muss man sagen. Das war noch vor 5 Jahren, war alles zu. Mittlerweile öffnet man sich, dass auch Menschen, die die Fahrzeuge einfach nur toll finden, vielleicht gar keine Kaufabsicht haben, sich die auch mal angucken können, gell? Genau, das ist die Absicht dahinter. Ist natürlich zu der Zeit mit Corona so ein bisschen zu überlegen. Auch da haben wir lange überlegt, wie machen wir es richtig. Aber wir haben uns dazu entschieden, das offen zu lassen, damit eben jeder die Möglichkeit hat, nah an die Autos ranzukommen, sie zu fühlen, sie zu sehen und sich inspirieren zu lassen. Und man muss sagen, dass die letzten Tage gezeigt haben, dass alle sehr diszipliniert damit umgehen. Es wird Abstand gehalten, alle tragen die Masken und somit ist es möglich, einen offenen Stand zu haben. Und ja, das ist einfach schön, auch dann die leuchtenden Augen zu sehen. Ja, und morgen machen wir den Actros. Das schaffen wir heute nicht mehr, außerdem tut mir die Hand weh. Variomobil, denn wir haben einiges gefilmt auf Alkovenbasis. Der Actros, was ist das für ein Typ nochmal? Das ist ein Actros 1846, also ein 18-Tonner mit 460 PS und der heißt Vario Alkoven 1050. Ja, danke. Vielen Dank, Heiko Hülsmann und Patricia. Tschüss. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.